Achtung, Fahrrad. So. Achtung, Jogger. Oh, Achtung, Jogger. ein Jogger. Hilfe. Oh, noch Gefährlich, du. Hier lebt man echt gefährlich. Oh, die Ludolf ist in Gefahr. Genau, und hier sind bestimmt Tretminen. Also Jogger oder Tretminen. Das kann sein, ja. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Einen schönen guten Abend. Wir stehen an der Elbchaussee hier oben, an dem Aussichtspunkt Himmelsleiter. Und ja, hier ist so ein Weg. Wir stehen mit einem Stativbein so ein bisschen auf dem Weg und müssen etwas aufpassen, weil hier natürlich Fahrradverkehr ist und die abendlichen Jogger sind unterwegs, ein paar Spaziergänger. Was erwartet uns heute? Richtig schöne, klare Luft. Richtig schöne, klare Luft. Ein toller Blick auf den Hafen, toller Blick nach Waltershof. Leider ein paar Geräusche von der Straße hinter uns im Hintergrund. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Aber dafür haben wir eine sensationelle Sicht und es kommen gleich zwei dicke, fette Containerschiffe, so wie der Paddy das gerne hat. Jo. 2x400 Meter, die Ever Aria und die CMA CGM Sorbonne. Beide gehen nach Waltershof, beide werden hier direkt vor unserer Nase drehen. Wir werden von oben drauf gucken können. Das verspricht einfach wieder spektakuläre, sensationelle Bilder. Und ein Euro. Ja, komm, und sensationell und noch ein Euro in die Kasse. Ne? Ja, und als Beifang geht nachher noch die MSC Preziosa raus. Der ein oder andere hat das vielleicht mitbekommen. Die musste heute Nacht leider umdrehen. Da gab es ein technisches Problem an Bord. Die sind wieder zurückgekommen nach Hamburg. Und ja, die haben jetzt den Lotsen für 21 Uhr bestellt. Die müssen jetzt natürlich auf diese beiden großen 400 Meter Aufkomma warten. Die müssen sie erstmal durchlassen. Und wenn die hier eingeparkt sind, dann geht die Preziosa raus. Roundabout 21 Uhr. Für dann ist auf jeden Fall der Lotse bestellt. Und ja, nehmen wir dann auch noch mit, oder? Ja, klar. Kann man auch noch machen, ne? Aber wir freuen uns natürlich am allermeisten auf die beiden Containerschiffe. Was ist da unten denn schon wieder für ein Gewusel los? Ich kann dir das nicht sagen. Wir müssen das gleich mal angucken. Vor allem müssen wir jetzt mal dieses blendende Licht hier ausmachen. Das, und wenn das aus ist, dann können wir wahrscheinlich erstmal für 5 Minuten gar nichts sehen. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, los geht's. Oh, was für eine Wohltat für die Augen, wenn das aus ist. Also das Licht, da muss ich... Ich glaube, da musst du aber auch noch mal dran arbeiten, Meinst du, da oder? muss ich noch mal bei? Auf jeden Fall. So, Brille dabei. Dann kann es hier losgehen. Ja, Brille wäre nicht so verkehrt. Ich fliege hier gerade mal so ein bisschen über den Chat. Ja, ich bin noch gar nicht anwesend im Chat. Bei Twitch sind wir doch auch live, ne? Ja, heute? bei Twitch müssen wir auch live sein, oder? Kannst du das mal checken? Aber Ja. sonst hätten wir ja hier schon die Doch, große... bei Twitch sind wir auch Ja. live. Sind doch auch einige von Twitch im Chat. Ja, ich weiß gar nicht, was hier unten genau los ist. Müssen wir mal gleich rausfinden. Werden wir aber. Und ich muss erstmal hier aus dem Automatikmodus raus. Sonst wird das nämlich hier nichts. Okay. So, wer es kann führt denn losgehen. da unten die Aufführung? Oder wer führt denn uns hier irgendwie was Schönes vor hier unten? Was da unten aufgeführt Ja. wird, das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Pirouettenballett. Ihr gebt uns bestimmt gleich mal Auskunft, wer da unten gerade diesen 360 macht. Und ich kümmere mich mal hier ein bisschen um den Chat. Der Pazi ist da. Pazi, ganz lieben Dank. Moin. Im 4. Monat ein Prime-Sub lässt er da. Und er schreibt, kein Bier vor 4, also Prost. Ja, wäre ja schön, wenn du eins mit hättest, ne? Aber es ist ja immer nach 4. Ja. Nach 4 ist immer. Ja, es wäre schön, wenn ich eins mit hätte. Gerhard Foto ist auch seit 2 Monaten dabei. Ganz lieben Dank. Und er schreibt, gestern von Anfang bis Ende dabei gewesen, war grandios und Rainer war auch spitze mit den Sprüchen. Im Hafen war ja richtig großer Ölaustritt. Ja, da gab es einen Umweltunfall, will ich mal sagen. Ich glaube, das war heute Morgen oder war es gestern? Uhrzeit weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist da von Land irgendwo ein Wasser-Öl-Gemisch ausgelaufen. Hat man aber wohl relativ schnell in den Griff bekommen. Ja, und gestern war in der Tat eine wilde Geschichte.
War ja auch ein Ritt, ne? Das war echt ein Ritt. Ich war auch so kaputt, als ich nach Hause kam. Ich war fix und alle. Und also es war auch, eigentlich hatte ich gesagt, heute kein Stream. Und ja, dann kommt Tanja heute Morgen an. Ja, was ist denn geplant? Und ich sage, nee, komm, Ja, ich muss ja mal wissen, was so heute los ist, ne? Erstmal. Ich habe ja schließlich auch noch andere Verpflichtungen, ne? Ich habe gesagt, nee, komm. Also ob ich heute den Stream mache oder nicht, das entscheiden wir frühestens um 15, 16 Uhr. Ja, und dann hatte ich mal auf den Plan geguckt, habe die beiden 400er gesehen, die auch wirklich in einem Abstand von 30 Minuten kommen. Also das geht hier wirklich ratzifatzi rein, raus. Also insofern wird das auch ein richtiger Schlagabtausch. Die Marsmont, ein Spülbagger ist das. Wow, Christian Hering, Baujahr 1931 ist das gute Stück Das ist hier. ein Oldtimer. Wow, fast 100 Jahre alt. Krass. Das ist echt krass. MacDiak, danke dir für 7 Monate. Und Exp3 Octopatronom. Danke, das ist danke. das ist ein Zungenbrecher. Das ist ein echter Zungenbrecher. Danke, danke für deinen Prime-Sub im 2. Monat. Schön, dass du dabei bist. Und Malte ist auch an Bord. Und Dominik hey Malte, auch. Dominik, alle wieder dabei. Guck mal. Dominik hat wohl gemeldet, irgendwie Erster an der Landebahn. Ja, das müsste gleich losgehen. Also deshalb bin ich auch so ein bisschen holter die Polter gestartet. Aber zum Glück haben wir ja unser WhatsApp-System. Wer das nicht kennt, ich blende das noch mal ein. An so einem Tag wie heute im Prinzip WhatsApp und 2 Minuten später geht's los. Na? Ja. So, dann haben wir Kirsi in 13 Monate schon dabei. Kirsi, ganz, ganz lieben Dank dafür. Dankeschön. Und Sunbillow ist auch seit 7 Monaten auf Twitch dabei. Danke für deinen Sub. Danke, danke. MSC-süchtig schreibt, es hakt immer wieder. Könnt ihr das bestätigen? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich gucken? Oder ist das eher ein Problem bei MSC-süchtig? Muss man ja als erstes immer mal rausfinden, wo das Problem liegt. Nein, alles gut. Oh, wenn selbst Schwester Hansen sagt, dass nichts ruckelt. Ja, dann musst du das glauben. Also, Schwester Hansen auf ihrem Röhrenfernseher. Ich weiß gar nicht, also wie die Röhrenfernseher ist technisch Hightech ist bei ja, die hat ihr. einen Röhrenfernseher, dann hat sie einen Gameboy angeschlossen und irgendwie hat sie auf diesen Gameboy YouTube bekommen. Und wenn das da flüssig läuft, dann weiß ich auch nicht. Ja, also schreiben alle, läuft einwandfrei. Danke, danke, danke. Tobi fragt, wie lange wir machen wollen. Ja, also ich denke mal, wenn die Preziosa jetzt nicht total abspackt, aber die wollen ja auch schnell wieder raus, die müssen nur auf die Aufkomma warten. 21 Uhr raus, du 21:30 oder so könnte das in etwa werden. Roundabout, plus minus und ein paar zerquetschte. Ja, und ich liebe ja diesen Blick hier auf den Hafen. Mach mal hier das Panorama an. Das ist echt super von hier oben. Ach guck, Dennis von der Elbcam ist auch da. Der wartet, glaube ich, auch schon, ne? Dennis Dass er wartet endlich auch, kommt, ja. die Preziosa. Dennis, ja. Ja, auf der Elbcam konnte man sie heute Morgen sehen. Das Frühwarnsystem, ich habe es auch gesehen, aber nee Leute, komm, ey, ich stehe jetzt nicht für die MSC Preziosa auf dem Montagmorgen schon um 10 Uhr auf. Hast du so lange was sag ich da geschlafen? eigentlich, Hast ne? du gar nicht so lange Und die geschlafen? Leute, was müssen die von mir denken? Ich sage jetzt, ich stehe montags nicht um 10 Uhr auf für ein Kreuzfahrtschiff. Ei. Naja, aber nach dem Ritt, aber du bist doch heute lange vor 10 aufgestanden. Ja, Also, ja, bis 9 habe ich geschlafen. also oder dann so. weiß ich nicht, wer da sonst im Bett gelegen haben soll. Also ich habe keinen gesehen. Volker ist da und lässt 5 Euro per PayPal da. Volker, ganz lieben Dank dafür. Dankeschön. Und er schreibt viele Grüße aus Krefeld. Freue mich mal wieder live dabei zu sein. DJ Sven ist da, 2 Euro Superchat. Danke Sven. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Mike ist da. Und er wünscht sich mal wieder auch Mr. O. Ja, haben wir ja lange nicht gespielt. Komm, Hau raus. hau raus.
Aber so liebe ich das ja, ne? Wenn das Schlag auf Schlag geht, keine langen Wartezeiten. Also gestern, der Stream ging ja sage und schreibe 9 Stunden, 12 Minuten. Wahnsinn. Aber Glück, dass du Rainer dabei hattest, ne? Und 7 Stunden habe ich rausgeschnitten. Ich glaube, was noch übrig sind 2,5 Stunden oder so. Diese ganze Warterei, die habe ich da rausgeschnitten. Falls irgendjemand sagt, ey, ich muss mir das wirklich komplett angucken, auf Twitch ist das VOD noch komplett erhalten. Die kompletten 9 Stunden, 12 Minuten. Oha. Ja. Hannes, danke dir. 13 Monate ist er dabei und schreibt ein super Abendprogramm. Ganz lieben Dank, Hannes. Ob ich wählen war? Ja, klar war ich wählen, aber wir machen immer Briefwahl. Wir sind klassische Briefwähler. Ja, das ist auch viel entspannter. Du weißt ja nie, was kommt, ne? Ja. Sag mal, heute hättest du es ja nicht machen gestern hättest du es ja nicht machen können. Wäre es Ne? nicht möglich gewesen, Also, keine Chance. Und solche Sachen entscheiden sich ja teilweise auch kurzfristig. Ja. Weißt du, das mit der Asuka 3 hat sich zwar schon so 1-2 Wochen vorher angebahnt, da kamen so die ersten Anzeichen, aber sowas kann sich ja immer verschieben und das wäre dann halt ärgerlich, weißt du, wenn du deswegen dann nicht wählen kannst. Das stimmt. Ja. So, ich schiele immer mal wieder nach rechts. Da müsste eigentlich dann gleich der erste Gast heute Abend kommen, die Ever Aria mit knapp 24.000 Toi. Ein Schiff der taiwanesischen Reederei Evergreen. Gut bekannt hier, sehen wir sehr, sehr häufig die 400er von Evergreen. Gehören mittlerweile ja quasi hier zum Stream-Inventar, könnte man sagen. Sebastian fragt, wie es denn der Lisa ohne Hände geht. Habt ihr die noch angebastelt? Die haben wir einfach einfach auf die Brücke geschmissen und die Hände Ihr seid so fies, ihr beiden, echt. Das müsst ihr aber noch mal ändern nächstes Mal, wenn ihr da seid. Jeder eine Hand. Ach. Das war zu fein. Das war zu kleinteilig. Für eure grobschlächtigen Hände, ne? Also der eine oder andere hat das im Stream ja auch gemerkt. Ich glaube, zum Ende hin war ich dann latent genervt von der Kleinteiligkeit des Bausatzes. Aber gibt es nicht auch so extra für Senioren so große Ja, Duplo. Legos? Der Duplo. Duplo. Vielleicht solltet ihr das mal machen. Ja. Da hat so ein Modell dann 5 Steine oder wie? Ja, es können ja ruhig ein paar mehr sein, aber nicht nur diese ganzen Einersteine, diese Winzdinger. Der wischt ja wahnsinnig. Zottelbär, ganz lieben Dank für 5,99 Superchat. Der schreibt, der Abend ist gerettet. Hey und Rainer K. hier mit einem 5er-Pack, eine 5er-Bombe Mitgliedschaften. Rainer, danke, danke. Dankeschön. Der Verkabler ist wieder da. Und den bräuchten wir ja auch mal öfter, ja, ne? ja. Oh, wir haben heute was. Hast du den Zettel mit? Wir haben wieder was von der Amazon-Wunschliste. Oh, ich habe den Namen nicht, Das holen wir auf jeden Fall noch nach, das Dankeschön. Aber ich habe ein Kabel Also bekommen. falls du im Chat bist, wir haben es bekommen. Ich habe ein Kabel bekommen. Schönes rotes Kabel. Es ist ein USB-C-Kabel. Es ist nicht einfach nur ein USB-C-Kabel. Nein, es ist ein rotes USB-C-Kabel von Rode. Es ist, Leute, es ist Sex pur. Der Verkabler wird mir da mit Sicherheit recht geben. Es ist der helle Wahnsinn. Ela ist auch da, seit 13 Monaten. Moin, meine Liebe. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Gigi, der Wahnsinnige, spielt mit seinem Leben. 2,49 Superchat für Kamelle. Also ich möchte ja gerne mal mit Anja Hansen zum Karneval. Ich Ihr glaube, wir wollt da beide wirklich hin? passen da richtig gut hin. Ja, Nee, doch. Also, ich glaube, da bin ich überhaupt nicht gut aufgehoben. Aber das ist ja Überhaupt immer, nicht was gut. ich mich immer frage, gerade so bei diesen ganzen Umzügen, es ist ja so kalt und dann hast du da dein kleines flatteriges Kostüm, weil du willst ja auch gut aussehen. Ich meine, das ist doch so kalt, Ja. aber höchstwahrscheinlich schnasseln die einen so klein und dann feiern und tanzen die Ja, ordentlich, dann genau, merkst genau, du das genau. nicht, ne? Matze, Dankeschön, 2 Euro Superchat. Und André, guck mal, André, der Karnevalsflüchtling, der war doch letztes Jahr. Der ist letztes Jahr. Seid ihr denn sind wieder die doch- hier? Nee, er schreibt, 14 Monate ist er dabei. Oh. Und schreibt, dieses Mal hat die Flucht vor dem Karneval arbeitsbedingt nicht gepasst. Oh Mann. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr eine Rosenmontagsfluchtbarkasse mieten. Eine Rosenmontagsflüchtlingsbarkasse. Aber da kann man dann ja auch irgendwie was Schönes machen. Oder wir machen Rosenmontagsparty auf der Barkasse im Hafen.
Ja. Was meinst du, wie bekloppt? Also damit kommen wir in die Zeitung. Meinst hier du? in Hamburg. Damit kommst du in die Mopo. Super. Ach, dann machen wir das. Ja. Mädels, besorgt Ja, euch es schon muss mal was. jeden Moment losgehen. Ich werde schon mal die Kamera rüberschwenken. Und schon mal gucken, ob wir da hinten noch irgendwas erkennen. Ach, guck mal, wir werden schon zur Prunksitzung eingeladen. Das hat doch Oha. auch was. Ach Mensch, da möchte ich auch mal hin. Mensch, ich bin doch so ein Feierbiest. Eigentlich würde ich doch da echt gut hinpassen. So, also Kamera steht. Kann also gleich jeden Moment losgehen. Und ich meine, ich sehe da auch schon ein Licht vom Schlepper. Jo, Da unten rechts in der Ecke. Es geht los, ihr Lieben. Anschnallen. Wir starten mit dem Rosenmontagsumzug der 400-Meter-Containerschiffe hier im Hamburger Hafen. Uli, danke dir. 5 € Superchat. Dankeschön. Ein unerwartetes Abendprogramm für Rosenmontag. Ja, Rosenmontags, also wenn, dann nehmen wir mal an einem Rosenmontagsumzug teil mit einem Wagen, der aussieht wie ein Containerschiff. ja, cool. So, da sitzen wir dann Und alles alle drauf. Hamburg Hafen Live-Zuschauer oben drauf. Genau, und keiner lacht. Keiner lacht. Ach nö, komm. Ein bisschen Spaß muss sein. Marita fragt, wo wir stehen, oben an der Elbchaussee. Mit einem guten Blick, den hat man auch jetzt nur noch, wenn keine Blätter Ja. dran sind, weil sonst geht hier im Sommer, ist das echt nicht schön. Also hier ist wirklich, wenn das losgeht im Frühling und hier die Pflanzen austreiben, nennt man das? Austreiben, wenn die anfangen, Triebe zu kriegen, Blätter Ausschlagen. zu kriegen, dann ist hier irgendwann Feierabend. Da So. kommt die Eva Aria, ein grüner Schrank voller Blechcontainer. Und die Sarah hat heute Geburtstag, auch passend zum Rosenmontag. Würde ich Happy doch mal Birthday. sagen. Happy Birthday. Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Da müssen wir ja mal das Das Horn Horn. raushauen, oder? Kommt sofort, alles Gute. Ja, großartig geschmückt sind sie nicht, die 400-Meter-Schiffe hier, die am Umzug teilnehmen. Weißt du, was so cool wäre, wenn mal ein Schiff kommen würde und das Geburtstagshorn mal live hier auf der Elbe spielen würde? Das wäre doch cool, was. oder? Das wäre in der Tat cool. Oh, guck mal hier, die Sarah schreibt, Rosenmontagsumzug. Zicke, zacke, moin, moin, moin. Das ist aber richtig cool. Das ist lustig, Ja, das finde ich richtig Also ich weiß gut. nicht, was heute los ist. Ich bin nicht in der Lage, die Kamera gerade zu machen. Ich habe schon 5-mal nachjustiert. Heute ist Rosenmontag, also lass sie mal schief hängen. Irgendwie will das Stativ mich heute ärgern. Ja, aber mit schiefer Kamera kann man nicht streamen. Ach, das geht wunderbar. Nein, absolut nicht drin. Remo wird mir da sicherlich recht geben. Okay, also Remo darfst du dafür wahrscheinlich auch nicht fragen. Aber guck mal, was ich hier mit habe, apropos Rosenmontag. Stößchen. Ein Stößchen. Ja. Ach, wie cool. Oh, was hier an Schiffen ist, ne? Guck dir das mal an. Ja, es ist ordentlich was los. Ja. €15 kommen von Susanne aus Libbe, aus Anzahlung für Rosenmontagsbarkasse im nächsten Jahr. Ich hatte übrigens gestern, achso, sie hatte geschrieben, dass sie auch Geburtstag hatte, die Susanne, ne? Und Sarah, wer hatte noch Geburtstag? Susanne? Nein, Sarah hatte Geburtstag. Susanne hatte aber auch Geburtstag. Auch heute? Nein, Susanne hatte gestern Hatte Geburtstag. Ja, dann Ja. alles Gute Also auch an nachträglich. dich natürlich einen herzlichen Glückwunsch.
Und Karin lässt 5 Euro da. Dankeschön. Und Malte spendiert dir ein Landrattenkostüm. Ja. Herrlich. Ja, aber besser Landratte als Meerjungfrau, oder? Aber du, so mit so einer Flosse wäre auch nicht schlecht. Achtung. Die brettern hier aber auch die Fahrradfahrer Ja. mit einer Geschwindigkeit lang. Da kommt die Eva Aria. Vorne ein bisschen Licht vom Schleppi. Carsten verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Danke, mein Lieber. Carsten. Nee, Malte, Paddy als Mermaid. Ja, natürlich Oh, will der herrlich. Chat das. Aber Sicher. der Chat ist auch immer so latent bösartig. Also ich sag dir eins, du würdest echt aussehen wie so ein, Ja, aber wie so ein so Wal. unterschwellig Ja. wollen die immer die Ja, Dinge, natürlich. die mir wehtun. Ja, sicher. Ja. Herrlich. Wenn es darum geht, mir mal was richtig Gutes zu tun, ja, dann werden sie alle ruhig. Aber wenn Malte mit so einer Idee kommt, dass ich irgendein dummes Kostüm anziehen soll, dann sind alle dabei. Lustig. Carsten, 5 Euro Superchat und der schreibt, darf ich mir das Geburtstagshorn wünschen? Carsten, das haben wir doch gerade abgespielt vor wenigen Sekunden oder Minuten. Das ist doch gerade erst 2, 3 Minuten her, dass wir das gespielt haben. Hast du denn Geburtstag heute? Oder ist Carsten, das für jemand wir machen es Bestimmtes? nachher nochmal, ja? Lass uns einen Moment warten. Ja, Mike schickt nochmal 2,49 und schreibt, wir verkleiden uns dann als Seehund, ja. Ja, also Paddy im Mermaid-Kostüm sieht auch nicht groß anders aus als ein Seehund Und hier höchstwahrscheinlich. muss ich aber auch nochmal am Fokus arbeiten. So. Jetzt ist etwas besser. Jetzt ist etwas besser. Wasserburg ist anwesend. Ganz lieben Dank für Dankeschön. 2 Euro Superchat und liebe Grüße. Nee, Gigi, nee. Also ganz lieben Dank für die 2,49, aber nee, nicht haha Elau und auch nicht haha Love. Nein. Herrlich. Ja, obwohl, also hey, Also eigentlich feiern wir ja schon Es- ganz gerne, ne? ja, ach, Kannst du es nicht ist ja sagen. auch, du, wenn man das mag, es ist ja auch okay. Sind halt so Geschichten, ne? So Traditionsgeschichten. Dafür haben wir den glaub- Schlagermove. Ich glaube, die Hamburger tun auch immer nur so ein bisschen so, als wenn sie Karneval nicht so wirklich mögen. Was heißt mögen, stimmt ja nicht, aber weil das hier nicht so zelebriert wird. Aber ich glaube, im Inneren hätten sie auch Bock, hier so ein bisschen zu feiern. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich meine, das Meinst ist doch toll. Klar. Du, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab immer in Hamburg einer, glaube ich, der größten Faschingspartys im ganzen Norden. Ist das nicht dieses Lila B? Genau. Und da war mal richtig Attacke. Waren wir auch jedes Jahr. Danke, Rolf. Er haut auch noch eine grüne Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Holgi, 2 Euro Superchat. Danke, danke, danke. Landkärtchen hat mal eine Fachfrage. Müssen denn die Schiffe eigentlich auf dem Meer beleuchtet sein, damit andere Schiffe sie sehen? Ja, also natürlich gibt es die Befeuerung, also die Positionslichter. Toplicht, Steuerbord, Backbord. Das ist genau vorgeschrieben, was an Lichtern da ist. Das ist teilweise, wenn man das so sieht, ein bisschen spärlich. Aber wenn man draußen ist, auf dem Wasser, wo es wirklich
bei Nacht sehr, sehr dunkel ist, dann sieht man das eigentlich ganz gut. Weißt du, was ich jetzt hier so krass finde? Wenn du von oben guckst, wie weit die Schlepper tatsächlich auseinander sind. Ne? Guck dir das mal an. Du meinst, wie weit die entfernt sind? Ja. Ach so, Von- also ein Schlepper zum anderen. Genau. Wenn Ja, man du das, hast ein 400-Meter-Schiff dazwischen. Dann jetzt sind kommen wir die- nicht wieder mit einer Rechenaufgabe. Sag einfach, sieht weit aus. Ja, also Philipp hatte das doch mal gesagt, dass die Leinen so teilweise so 60, 70 Meter haben. Also machen wir es mal einfach. Diese Schlepper sind ungefähr 500 Meter. Ja, also wenn du mal so Auseinander. rauszoomst, dann kann man das mal ganz gut sehen. Ich krieg die, glaube ich, gar nicht komplett drauf. Also Das sieht man ja vom Ufer aus immer so schlecht. Aber von Kann hier das mal oben hast du probieren? echt einen super Blick dabei. Das sieht man schlecht, ne? doch, ja, man sieht es. Also da sieht man die beiden Schlepper, rechts und links, sind roundabout 500 Meter auseinander. Ja, Holgi, 2 Euro Superchat. Kein Kostüm, bin bei dir. Ja, wir als Streichholz. Herrlich. Die Streichholzgeschichte, das war schon damals als Kind immer der Running Gag. Tina, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarkt-Mitglied. Dankeschön. Danke dir. Drehung schon eingeleitet. Die CMA CGM Sorbonne ist direkt dahinter. Wahrscheinlich haben die ein bisschen Fahrt rausgenommen. Aber sobald die Ever Aria hier rückwärts in Waltershof verschwindet, denke ich mal, werden wir auch die CMA CGM Sorbonne dann zu Gesicht bekommen. Sorbonne ist, glaube ich, ein Gebäude in Paris. Was das genau für ein Gebäude ist, weiß ich gar nicht. Aber ich meine, viele der CMA CGM Schiffe sind nach französischen Wahrzeichen benannt. Henrik Köster, ganz lieben Dank, 5 Euro Superchat für die zukünftige Kiezmischen-Session. Vortrinken Dankeschön. ist besser als Nachtrinken. Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Und Steff, Und betrunken streamen geht ja doppelt gut. absolut. Der Stefan fragt oder schreibt, kommt das Schiff oder fährt das Schiff ab? Kann mir nicht vorstellen, wo ihr steht. Das kommt gerade. Wir stehen, wenn du Google Maps aufmachst und dann in Hamburg mal nach der Straße Himmelsleiter suchst, dann siehst du ungefähr, wo wir stehen. Wir stehen dann ungefähr so 100 Meter davon entfernt. Das Schöne ist, wir haben hier so einen Blick von oben drauf. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen verwirrend, weil wir ja Ja. sonst immer unten stehen. Also musst du dir vorstellen, wir stehen halt erhöht. Da haben wir halt den super Blick. Ah, Sorbonne ist die Uni in Paris. Ja, guck. Ein Gebäude. Ich glaube, du wusstest es auch mal, aber hast es höchstwahrscheinlich schon wieder vergessen. Ja, dass ich bei solchen Dingen nicht der Hellste bin, ist ja leider bekannt. Ja. Ja, und die sind auch schon voll in der Drehung. Die Schlepper sind tight, wie man sagt in der Fachsprache. Und achtern der Schlepper zieht das Heck ein bisschen rum, der vordere Schlepper zieht den Bug etwas rum. Mal gucken, ob jemand oben auf Station ist. Sieht man da Leute rumlaufen? Ich glaube ja. Ich glaube, ganz klein sieht man da jemanden. Ja, und ich finde das halt so schön, wenn man hier so ganz leicht drauf gucken kann. Ne? Da sieht man auch mal so ein bisschen hier oben die Manöverstation mit den Winden, mit der Ankerwinde, den Leinenwinden. Guck, da leuchtet sogar einer mit der Taschenlampe. Das ist vielleicht ein verirrter Kreuzfahrer. Stell dir mal vor, du buchst eine Kreuzfahrt und landest auf dem Frachtschiff. Big Kai, 2,49 Superchat für eine bessere Auflösung der zweiten Kamera.
Kai, du wirst es nicht glauben, aber die hat sogar eine bessere Auflösung als die erste Kamera. Sie ist nur nicht ganz so gut nachtgeeignet. Das ist das Problem. Die kann nicht so gut mit den hohen ISO-Werten umgehen. Das ist der Haken an der zweiten Kamera. Wobei das im direkten Vergleich auch schon gar nicht so schlecht ist, was die hier abliefert. Oder? So schlimm ist das Bild von der zweiten Kamera nicht. Aber danke dir. Danke. Ich freue mich immer, wenn ich Geld investieren kann in das Equipment. Ach was. Ja, ich habe auch schon die nächste Idee. Michael Wuttke, danke dir für 15 Monate an Bord. Dankeschön. Und die Flussmöwe lässt 5 € da. Danke, liebe Flussmöwe. Hier ist eine gute Frage. Weißt du das, Schatz, ob in der Seemannsmission Hunde erlaubt sind? Habe ich jetzt auch gerade angefangen zu lesen. Also was am allerbesten wäre, wenn du mich mal anschreiben würdest, entweder Mail oder Insta. Ich kann das ganz gerne für dich erfragen. Weiß ich jetzt auch nicht, habe ich noch nie gesehen. Aber was ich dir schon mal sagen kann, wenn du den Hund mitnimmst. Der Dekan da oder der hat ja selber, der Fiete hat selber einen Hund. Ja. Also wie gesagt, ich kann das sehr gerne erfragen. Der läuft da immer rum. Du kannst da auch ganz gut auch mit dem Hund spazieren gehen. Also da unten sieht das eigentlich fast immer so aus, als wenn es überhaupt nicht grün ist. Aber da könnte ich dir dann auch einen Tipp geben, wo du schnell mit dem Hund bist. Mal zum Gassi gehen. Ich will heute zur Abwechslung mal wieder ein paar Fotos machen. Oh Mann, ich war ja doch ein bisschen traurig, dass ich nicht so wirklich viele Fotos gemacht habe in Papenburg, gerade bei der zweiten Station mit dem Nebel. Da hätte ich gerne ein paar mehr Bilder rausgehauen. Aber ein paar Handybilder, die hatte ich ja bei Instagram gepostet. Andreas405, danke dir für 5 Monate. Und DJ Sven lässt nochmal eine Mitgliedschaft da. Herzlichen Dank. Dankeschön. Hier war noch mal die Frage nach einer Mitgliedschaft, wie das funktioniert. Haben wir da mittlerweile irgendwas zusammengeschrieben? Eine Info über die Mitgliedschaft. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Befehl gibt. Mitglied oder Mitglieder? Ich glaube, wir hatten das Was mal genau gebastelt. ist denn die Frage mit der Mitgliedschaft? Einfach nur, wie man eine Mitgliedschaft abschließt. Also eine Mitgliedschaft abschließen geht am besten mit einem ganz normalen Browser am Rechner. Denn in den Apps funktioniert das teilweise nicht so richtig, zumindest nicht auf iOS. Und dann ist eigentlich direkt unterm Stream so ein Knopf Mitglied werden. Aber wenn man zum Beispiel auf dem iPhone guckt, da ist dieser Button, glaube ich, nicht da. Ja? Vielleicht kann ja einer von den lieben Hafenwichteln auch noch mal mein Insta... Genau, auch also einmal den Instagram-Account von Hamburg Hafen Live, falls ihr dem noch nicht folgt. Genau. Vielleicht könnt ihr da mal reinschauen, da gibt es natürlich auch immer ein paar Bilder. Und Tanjas Instagram-Account. Ja, für die Frage vielleicht mit der Seemannsmission mit dem Hund. Ganz genau. Also ich bin auch unter meinem Namen zu finden, also ich glaube, es ist auch einfach. Thorsten macht das Jahr voll. Ganz lieben Dank, Thorsten. Dankeschön. Und der Paul HRO, wahrscheinlich aus Rostock, schreibt, ist bei der MSC Preziosa schon was Neues raus? Kann ich gleich noch mal sagen, hatten wir am Anfang schon gesagt. Herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft auf jeden Fall und willkommen an Bord. Und Manuela Wasmann ist seit 10 Monaten dabei und sagt, macht bitte weiter so. Das machen wir lassen uns nicht beirren. Thema MSC Preziosa, ja, die kam heute Morgen zurück. Die sind irgendwann früh morgens sind die gedreht in der Deutschen Bucht
und waren dann so, ja, irgendwann so zwischen 10 und 11 Uhr waren die wieder in Hamburg. Die haben ein technisches Problem, was ich gehört habe, wohl irgendwas mit dem Navigationssystem. Was ganz genau, kann ich euch nicht sagen. Also exaktes Detail habe ich da leider nicht. Aber die haben jetzt den Lotsen für 21 Uhr bestellt und wollen dann gerne rausgehen. Müssen natürlich hier diese beiden 400 Meter Containerschiffe abwarten. Vielleicht hätten die gerne auch schon etwas eher abgelegt, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wenn die dicken Containerschiffe erstmal auf der Elbe sind, dann ja, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, wo die sich passieren können. Der Jannik hat noch mal eine Frage, und zwar, ob wir wissen, wie das mit der Meteor aussieht. Mit was? Mit der Meteor, die in Papenburg. Die Meteor? Ja, Meteor. Nee, habe ich keine Details zu. Aber ich habe gedacht, vielleicht weiß ja der Basti irgendwas. Also speziell war ja so die Frage wegen Ausdocken. In Papenburg werden ja nicht nur Kreuzfahrtschiffe gebaut, da wird aktuell auch die Meteor gebaut, ein neues Forschungsschiff. Und das müsste eigentlich das nächste Schiff sein, das fertiggestellt wird. Okay. Was Ja. ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob es da so ein großes Überführungstamtam gibt, weil die ist ja nicht so riesengroß, oder ob die einfach Rausfährt Motor und anschmeißt und und da abhaut. aus eigener Kraft rausfährt. Also das kann ich euch nicht sagen. Wenn da irgendjemand Infos hat, könnt ihr uns das sehr, sehr gerne einmal zukommen lassen. Aber wenn die da selber fährt, dann wird die natürlich auch deutlich flotter sein als so eine Überführung. Da weiß ich gar nicht, ob wir da großartig mit dem Stream was machen können. Hier auf Twitch haben wir nochmal die Frage, wie viel Arbeit leistet bei dem Manöver denn die Evergreen selbst und wie viel die beiden Schlepper? Also die eigentliche Fahrt macht die Evergreen. Also vorwärts, rückwärts fahren und so weiter, das macht der Antrieb der Evergreen. Das Drehmanöver, das machen schon ja, fast ausschließlich die Schlepper, also dieses hier auf der Stelle drehen. Denn die Evergreen, die hat zwar ein Seitenstrahlruder, Bugstrahlruder, aber dieses so wirklich metergenau auf der Stelle drehen, das machen dann schon die Schlepper. Jetzt, wenn es aber rückwärts geht, dann schmeißen die natürlich wieder die Maschine an und die fährt aus eigener Kraft rückwärts. Da manövriert sie auch wieder selber. Wo da jetzt genau der Übergang ist, wie weit, ich sag mal, bis wohin sie selber manövriert und fährt und ab wo die Schlepper dann genau im Einsatz sind, das kann ich dir nicht sagen. Aber wirklich den Großteil macht das Schiff tatsächlich alleine. Guck mal, Basti hat doch die Information, das war doch klar. Basti, was schreibt er denn? Er schreibt, geht Mitte des Jahres aus der Bauhalle und geht dann zur Endausrüstung zur Fasma-Werft bei Bremen. Ah, okay. Kannst du mit der Barkasse hinterherfahren? Ja. Kannst du die Überführung live filmen? Ja, das wäre was. Die Trockenpfütze ist da und schickt 5,99. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Aber gibt es überhaupt eine trockene Pfütze? Natürlich. Ja, aber eine Pfütze muss Wasser haben. Ja, aber Chat, helft mir. Was ist die Definition einer Pfütze? Gibt es eine Pfütze ohne Wasser? Gibt es eine Trockenpfütze? Oder ist es eine, wie sagt man so schön, dieses Ding mit dem Raum-Zeit-Kontinuum? da fragst du mich jetzt aber was. Ein Paradoxon im Raum-Zeit-Kontinuum oder so Kannst du ähnlich? dir nicht einfach, kannst du nicht einen Fantasienamen sagen? Das versteht jeder so. Basta. Jürgen, danke dir auch für 6 Monate auf der Speicherstadt. Herzlichen Dank. Schön, dass du auch dabei bist. Und Matti69 ist auch seit 15 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Henry Köster lässt nochmal 5 € Superchat da.
und fragt, wie geht eine solche Reederei mit einem solchen Vorfall um? Wird der Tag hinten dran gehangen oder wird nun die Reise von der Strecke her gekürzt? Henrik, auch das kann ich dir nicht mit 100%iger Sicherheit beantworten. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie einen Hafen mittendrin auslassen werden. Und die Reise verlängern wird logistisch nicht funktionieren, denn das Schiff hat eine Anschlussreise. Das muss, wahrscheinlich sind die ja nächsten Sonntag wieder hier in Hamburg. Und von daher eine Verlängerung wird es definitiv nicht geben. Ob es da eine Entschädigung gibt für die Gäste, das weiß ich nicht. Wie ich so Reedereien einschätze, werden die entsprechende Klauseln in ihren AGBs haben, wo dann drin steht, dass solche Dinge halt höhere Gewalt sind. Genauso, wenn mit dem Wetter irgendwas ist und der Gast wahrscheinlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung hat. Ob die dann was auf Kulanz machen, liegt wahrscheinlich im Ermessen der Reederei. Das ist so meine Einschätzung bei der Geschichte. Rea, danke dir für 100 Bits. Dankeschön. Und dann schreib, eine Pfütze ohne Wasser ist ein Schlagloch. Ja, absolut. Ja, ich sag da, der Chat weiß alles. Absolut, weiß absolut alles. Ankerbengel ist jetzt auf der Speicherstadt dabei. Herzlich willkommen, Dankeschön. Julia schreibt, Rotterdam haben sie gestrichen und dann düsen die direkt nach Seebrügge. Und Chimjo ist im 6. Monat auf Twitch dabei. Danke dir vielmals. Pharao grüßt, Hummel, Hummel, dann sagen wir Mors, Mors, wie sich das gehört in Hamburg. Und DJ Sven lässt nochmal 5 € Superchat da. Dankeschön. Dankeschön. Und er schreibt auch, Rotterdam wurde gestrichen. Alle Holländer mussten heute von Bord. Stimmt, die Preziosa, das hatte doch jemand gesagt, ist doch so ein Schiff, ist doch so ein Hop-on, Hop-off-Schiff. Genau. Das heißt, Kannst zusteigen, aussteigen, einsteigen. Kannst zusteigen, aussteigen. Und ja, stimmt. Klar, dann, die Holländer müssen von Bord. Okay, die werden wahrscheinlich hier den bezahlen sie bestimmt ein Ticket mit der Deutschen Bahn. Aber was wäre denn jetzt der nächste Halt gewesen? Das weiß man nicht so genau, ne? Ja, Rotterdam. Ah, da hätten die von Bord gemusst. Okay, Genau, ja. also hatte doch gerade jemand geschrieben, Rotterdam wurde Ja, gestrichen, die okay. fahren direkt nach Seebrügge, Belgien. K8-Pitch schreibt, bei Phoenix-Reisen hatte er mal den Fall, dass eine Kreuzfahrt mit der Atania wegen Corona abgesagt wurde. Und dann gab es einige Angebote mit 20 bis 30% Rabatt als Entschädigung. Ja, für die Vielkreuzfahrer ist das bestimmt wirklich eine tolle Sache, wenn man denen dann sagt, hey, die nächsten Reisen alle günstiger. Für diejenigen, die vielleicht so einmal im Leben oder alle zig Jahre mal eine Kreuzfahrt machen, die werden da wahrscheinlich dann wieder anders mit umgehen oder die werden das anders finden. Nein, Gerhard, die sind ja nicht in Hamburg an Bord gegangen und verlassen das Schiff in Rotterdam wieder. Also das sind Gäste, die sind wahrscheinlich in Rotterdam aufgestiegen und wären dann in Rotterdam wieder abgestiegen. So wie die Hamburger Gäste gestern in Hamburg eingestiegen sind und Sonntag in Hamburg wieder aussteigen. Also im Prinzip kannst du in jedem Hafen ein- und aussteigen und ich denke mal, von jedem Hafen aus kannst du so eine Einwochentour buchen. Da wäre dann Hamburg der vorletzte Hafen gewesen und Rotterdam wieder Ausstieg, ne? Also die wurden jetzt quasi um ihre Heimfahrt gebracht. Die sind halt schon an Bord gewesen. Tine meint, eine trockene Pfütze ist kein Paradoxon.
Achtung. Und mit Fahrrad. Das neue Lotsenboot ist übrigens heute auch in Hamburg angekommen. Ja. Neue Lotse 3. Auf dem AIS zu finden unter dem Namen Hamburg Pilot 3. Heute Morgen eingetrudelt. Werden wir wahrscheinlich dann auch demnächst sehen. Frag doch mal, vielleicht darfst du eine Probefahrt machen. Einmal über die Elbe. Von Teufelsbrück zum Bubendeiufer. Das wäre doch was, oder? Das wäre was. Ja, jetzt kann auch jeden Moment die CMA CGM Sorbonne kommen. Denn die CMA CGM Schiffe, die werden klassischerweise erfahrungsgemäß direkt hier gegenüber ans Eurogate gebracht, da wo ihr die 5 Krane nebeneinander stehen seht, rechts neben der Ever Aria. Das ist der Liegeplatz, wo eigentlich immer die 400 Meter CMA CGM Schiffe liegen. Ich sehe noch nichts. Ich sehe auch noch nichts. Chimjo wirft etwas sehr Passendes ein. Es gibt ja auch trockenen Wein. Ja, mit Wein kenne ich mich nicht so aus, da musst du Anja fragen. Finkenwerder ist sie gerade. Dann dauert es noch ein paar Minuten. Dann können wir noch ganz in Ruhe gucken, wie die Ever Aria hier einparkt. Die Zeit können wir doch nutzen, noch mal ein bisschen Werbung zu machen für unser Event im Gin Hotel. Ja, mach das doch mal. Also vielleicht kann ja einer unserer Mods, unser lieben Hafenwichtel, mal den Link dazu raushauen. Wir haben ja für den Hafengeburtstag, für die Ein- und Auslaufparade eine Hamburg Hafen Live Lounge im Gin Hotel. Also da könnt ihr schön die ein- und auslaufenden Schiffe beobachten, bisschen quatschen, die machen Livestream. Da oben ist halt Gastro. Barbecue. Ja, aber eben es ist halt eine richtige Bar, ne? Ja, und genau. die waren total nett und haben uns eben dort einen Bereich zur Verfügung gestellt, wo wir uns aufhalten können und nett Schiffe gucken. Das Ganze ist halt auch kostenlos, also es gibt keinen Eintritt, aber es ist natürlich so, weil es eine Gastronomie ist, wären wir natürlich dankbar, wenn ihr da auch ein bisschen was verzehrt. Das ist ja ganz klar. Also, Die erhoffen sich natürlich schon ein bisschen Ja. Gastro-Umsatz. ja, und Dafür auch, gibt es auch den Hamburg Hafen Live Signature Drink. genau, Sabbelwasser. ja, irgendwie sowas in der Art. Ne? Aber es ist ja klar, wenn du das jetzt irgendwo woanders gucken würdest, wo du im Gastrobereich bist, verzehrst du ja auch irgendwas. Ne? Ja, also, genau. Aber es ist ja auch spaßig. Außer ein bisschen Hunger und Durst wird man da ja auch bekommen. Ne? Und dass die das überhaupt anbieten und mit uns machen, das ist ja wirklich echt so ein Geschenk. Weil der Blick von da oben ist ja wie Deck 7. Das ist Also, der Hammer. das ist ja Vor allem daneben. für die Parade Ja. ist das. Also vielleicht habt ihr das ja gesehen bei dem ersten Flugzeugträger-Stream zusammen mit Conny. Also der Blick ist wirklich toll. Hier ist noch eine berechtigte Frage. Schickt das Gin Hotel auch eine Bestätigung bei der Anmeldung? Ja, Ja, aber das geht alles manuell. Das kann etwas dauern. genau. Habt da ein bisschen Geduld. Das kommt alles. Und gestern hatte irgendjemand gesagt, dass die Anmeldung nicht funktioniert. Das haben wir heute mal gecheckt. Das funktioniert. Also grundsätzlich kann man sich noch anmelden. Es ist nicht so, dass die jetzt gesagt haben, Anmeldestopp, wir sind voll. Das muss dann eventuell ein technisches Problem gewesen sein. Entweder bei denen kurzzeitig oder bei demjenigen, der versucht hat, sich anzumelden.
Der Rainer ist ja heute schon irgendwie um Ja, ich war ganz 15 verwirrt. Uhr live Ich gegangen. habe schon gedacht, ich bin irgendwie verkehrte Welt bei Ich dachte, mir. was stimmt mit dem nicht? Aber der hatte noch irgendeinen kleinen Spezialauftrag, musste noch einen Trailer abholen. Also Rainer ist auch schon wieder live. Da können wir nachher rüber raiden und den mal überfallen. Hier wird schon gefordert, dass es auch einen Schwester Hansen Love Drink gibt. Ja, also Schwester Hansen ist auch da, ne? Schwester Hansen ist auch dabei. Wer mit Schwester Hansen gerne das Tüdelbandlied singen möchte, dann könnt ihr gemeinsam den Hamburg Hafen Live Chor gründen. Genau, also Schwester Hansen, Kirsten und ich, wir machen da so ein bisschen das Entertainment. Paddy streamt, dem könnt ihr Ja. auch mal über die Schulter gucken. Genau. Ja, schauen wir mal, was das so wird. Ben ist auch mit dabei. Ja, Ben müssen wir mal gucken. Wir wollen ja diesmal versuchen, ob wir eine Kamera auch auf der Barkasse unterbringen. Eventuell wird Ben unser Außenreporter. Ah, okay. Ja, aber vorher kann er mal kommen. Ja. Hallöchen sagen. Also wir freuen uns auch schon richtig drauf, ne? Ja. DJ Sven, danke für 2 Euro Superchat. Und er schreibt, die Festmacher kommen gerade zur MSC. Ja, macht ja auch Sinn. Also wird ja passen. Die sind immer so eine halbe Stunde vorher da. Und 21 Uhr wollen die raus. Die brauchen einen Moment, bis die abgelegt haben und da hinten raus sind. Die Sorbonne müsste eigentlich in den nächsten 10 Minuten oder so müsste die hier eigentlich auftauchen. Also haben wir eigentlich ein gutes Timing Ja. heute. Ach, guck mal. Das gefällt dem Dennis Paddy. hat geschrieben, er hat sich auch angemeldet. Ja, Das ist ja richtig cool. Also wir hätten dich ja eh noch gefragt, aber dass du schon dabei bist, mega. Das ist jetzt richtig gut. herrscht Uniformpflicht, wenn Schwester Hansen Ja, dabei sorry, ist. also ich verstehe die Frage nicht, du? Nein, ja, sie möchte aber nur echte Uniformierte haben. Also ist hier nicht irgendwie Ist im nicht Chat... Karneval. Nee, aber ist jetzt hier irgendwie nicht ein Feuerwehrmann, Polizist oder ein anderweitig uniformierter dabei für Schwester Hansen? Dann können wir das Thema doch auch mal abhaken, oder? Ja. Sag mal, haben die eigentlich diesen Kran da verkleidet? Guck dir mal bitte diesen einen Kran Ja, an. sag mal, Hier ist denn schon rechts. wieder Weihnachten? Wieso ist denn der so beleuchtet? Guck mal, da fährt ein Schlepper, aber das ist kein... Nee, das ist kein Schlepper, das ist, glaube ich, Polizei. Wo wir wieder bei den Uniformen wären. Ja, sag mal, Der leuchtet ordentlich, der Kran. guck mal, der hat oben auch richtig schön, sieht fast aus wie so eine Spitze in Rot nochmal. Ja. Das ist die Art, wie das Eurogate Karneval feiert. Ja, Ach, guck mal, Tim grüßt auch noch mal 700, ist ja auf dem Fischmarkt. Ja, Tim habe ich eben hier getroffen, als ich aufgebaut habe. echt? Tim war hier, guckte etwas Ach, wie verdattert. Hast du auch nicht mitgerechnet, Paddy? dass der da so auftaucht, ne? Ja, und der wollte noch Beluga gucken. Und dann sagte, oh, das ist ja gut, dann kann ich ja den Stream, dann nehme ich dich mit dem Stream mit und gehe noch Beluga gucken. Da ist wohl irgendwie noch einer gestartet. Erhard, danke dir auch für 3 Monate. Dankeschön. Hafengeburtstag wird klasse, schreibt er. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Und Anthony Roberts ist hier. Tony, good evening. Good evening. 10 bucks from Portugal. Ich glaube, Okay, es kommt. ihr Lieben, Es auf kommt. Steuerbord kommt die CMA CGM Sorbonne. Benannt nach der Pariser Universität. Ich muss nur mal kurz. So, jetzt haben wir ein Bild. Oh, die ist aber warm beleuchtet. Ganz anderes Licht. Völlig anderes Licht. Dass man sich über so ein Containerschiff so freuen kann, ne? Ja. Und nochmal 5 Euro Superchat vom Andreas für Dingsbums und Gedöns. Dingsbums und Gedöns, das können wir.
Oh, aber richtig hell vorne auf der Bug, der Vormast. Oh, Janine schreibt, Kaffee ist angekommen. Sie werden keinen anderen mehr trinken. Janine, oh, das ist aber lieb von dir. Oh, total. Ganz, ganz lieb von dir. Und sie schickt auch noch mal 5 Euro. Ich habe auch gerade heute bei Hans wieder gemahlenen bestellt. Und wir haben endlich neue Verpackungen für den gemahlenen Kaffee. Erstmal nur für den gemahlenen. Aber Hans wollte mich ja killen. Er sagte, ihr habt zwar die schönsten Tüten, aber sie sind für die Abfüllung von gemahlenem Kaffee der absolute Horror. Und da haben wir jetzt andere und ich glaube sogar, dass die wieder verschließbar sind. Ah, das wäre echt cool, ne? Ja, ich meine ja. Ja, wir testen uns da ja auch ran. Ne? Es ist, wenn du irgendwie was Neues schaffst, musst du halt auch erstmal ausprobieren. Ne? Aber Verbesserungen sind ja immer möglich. Ja, bei den ganzen Bohnen, da bleiben wir noch einen Moment bei der alten Verpackung, weil wir auch so viele Tüten noch haben und so viele Aufkleber. Aber gemahlen haben wir jetzt schon mal gewechselt. Also das wird dann irgendwann ab, ja, weiß ich nicht, nächster Woche oder so sind die da. So und so 01. Herzlich willkommen an Bord. Ein neues Fischmarktmitglied. Schön, dass du da bist. Ach, guck mal, und der Paul aus Rostock, der schickt noch mal 5 Euro und schreibt, hoffentlich findet ihr gute Verwendung für die AIDA-Kelle. Ach, Ja. du warst das? Ja, ist die heute angekommen? Ja, Ja. ja, ich hatte schon geschrieben. Also Ach, hast schon geschrieben, Ja, ja. Eine perfekt. Winkelhandkelle so von lustig. AIDA. Ja, das ist so ein Follow-Me, sag ich. Ne? Also wenn die so Landausflüge Ach, machen. für die Ausflüge, ja. Follow me. Du, das kannst du mal machen, wenn du das nächste Mal mit Ben Walk machst, dann nimmt ihr die mal mit. Ich glaube, da kann man schon einen lustigen Schabernack mit treiben. Mein Chat ist wieder eingefroren. Oh nein. Ja, oh nein, oh nein, oh nein. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen? Ja, ich glaube, den Hessenblitz, da war was vom Hessenblitz, da musst du mal Genau. schauen ungefähr. Ich versuche mal meinen Chat zu präparieren. Der Hessenblitz schmeißt auch noch mal was mit in den Pott und er schreibt: Danke für das schöne Abendprogramm. Eine Alternative für Hessen, die nicht auf Fastnacht stehen. Jo. Kann man denn ja hier ein bisschen reingucken. Aber hattest du nicht auch irgendwie mal groß getönt, dass der Rosenmontag hier richtig Party im Hafen ist? Das war ja so Seemannsgarn, was du gesponnen hast, ne? Mehr Seemannsgarn, das ist richtig. Und der Peer hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen Dank. So, jetzt komme ich wieder mit dem Chat. Aber du müsstest einmal so gucken. was Ja, da und noch also ich letzten- habe jetzt hier nur YouTube. Der Sachsen-Uwe haut auch noch mal was mit in den Pott und er wünscht sich auch noch mal das Geburtstagshorn. Das Ja, wollten wir ja eh noch jetzt mal können wir das eh abspielen. noch mal machen, Genau. ne? Moin Tanja Also. und Paddy, bitte einmal das Geburtstagshorn für meinen Schatz Berliner Göre in Sachsen. Ja, also noch einmal Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben oder vielleicht auch gestern hatten.
Und auf Twitch, da bin ich aber dabei. Der Pharao ist mit einem Prime Sub dabei. Herzlichen Dank. Und Tim hat auch noch mal was in Pott. Vielen, vielen Dank. Und er ist seit dem Stream der C-Cloud dabei. Das freut uns. Da, wo sie unter vollen Segeln in diesem mega Sonnenuntergang ist. War das romantisch. Nilsi lässt 5 Euro da. Nilsi, ganz lieben Dank. Dankeschön. Hafengeburtstag ist dann der Hamburger Karneval. Ja, das passt. Das passt. Mr. Plimpton, auch ein Dankeschön an dich für deinen Prime Sub. Ja, jetzt will ich mal auf den Schlepper 8 gehen. Der müsste eigentlich gleich irgendwann dann rumziehen. Ich liebe ja diese Geräusche, ne? Ich liebe die auch. Oh, ich finde das so schön. Das könnte ich in Dauerschleife irgendwo hören. René ist seit 12 Monaten dabei und haut erstmal eine Kiezmische raus. Das war auch das Erste, was ich gestern gemacht habe, als ich nach Hause Ich habe gekommen gedacht, bin. ich gucke nicht richtig. Ja. Aber die haben die Manöverstation da auch ganz gut beleuchtet, ne? Ja. Juveline Tack ist jetzt auf der Speicherstadt dabei. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Dankeschön. Ich bin definitiv der Namenverunstalter. Oh, Reik fragt, was eine Kiezmische ist. Die Frage hatten wir schon lange nicht mehr. Reik, Kiezmische ist im Grunde genommen ein Alsterwasser oder in manchen Regionen wird auch gesagt Radler. Also im Prinzip Bier mit Zitronensprudel. Und Kiezmische ist einfach der Marketingname von der Astra Brauerei. Hat sich aber, also das haben sie echt gut gemacht, muss man schon sagen, oder? Aber weißt du, was ich auch finde? Ich finde, das ist irgendwie eine gute Mische. Also ich habe ja schon öfter Schmeckt gut, andere ne? getrunken. Ja. Also die fand ich jetzt nicht so gut. Ist vielleicht auch nur mein Geschmack oder weil man es halt oft trinkt. Aber nee, die waren irgendwie nicht so lecker. Ja. Also, Ist auch mit trüben Zitronensprudel, Ich glaube glaube, ich. ja. Ne? Das ist so trüb, ja. Hm? Ja. Basti.de ist da und sagt, schöne Bilder, ganz lieben Dank, lieber Basti.de. Schön, dass du bei uns bist. Und da, der Schlepper schert aus. und die Berliner Göre in Sachsen bedankt sich nochmal für das Geburtstagshorn. Dann sagen wir doch nochmal Happy Birthday. Happy Birthday. Ja, und jetzt hängen sich 6700 PS
mit 80 Tonnen Pfahlzug da hinten in die Leine rein und werden diesen Koloss auf der Stelle drehen. Natürlich unterstützt von einem weiteren Schlepper vorne am Bug und, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, höchstwahrscheinlich ist noch ein dritter Schlepper an der Springklüse. Springklüse ist also Klüsen nennt man ja diese Löcher in der Bordwand, wo die Leinen durchgeführt werden. Und die Springklüse ist eine Klüse an der Seite, durch die die sogenannte Springline geführt wird. Und Springlines sind halt die Leinen beim Festmachen, die nicht vom Schiff weggehen, also nach hinten oder vorne, sondern quasi entgegengesetzt der Schiffsrichtung. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Heike, ganz lieben Dank. Dankeschön. Sie haut noch eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Vielleicht könnt ihr lieben Twitchies mal einen kleinen Gruß bei Rainer raushauen. Der müsste ja gerade auf der A7 unterwegs sein. Ich denke, er ist schon an Hamburg vorbei. 20:37 Uhr müsste er eigentlich schon lange durch den Hafen sein. Ja, da war ja eh heute early, ne? Das ist ein Ja. richtig Early Bird. Und ihr könnt mal sagen, wir kommen nachher noch vorbei, wenn wir hier fertig sind. Bis 1 Uhr fährt er 1, ja so 1 ungefähr. Schickt mal einen lieben Gruß rüber. Vielleicht könnt ihr ein paar von unseren Emojis mit rübernehmen. Der Kampfroboter hat nachgeguckt. Spirit und Mercury sind hinten dran. Genau, den einen Schlepper sehen wir halt leider nicht. Und vorne haben wir die Resolute. Guck mal hier, der Waltershof sagt, in Hamburg ist immer Karneval, weil hier so viele Pappnasen rumlaufen. Das ist gut. Ja, den habe ich verstanden. Dankeschön. Der ist gut. Habe ich verstanden, Herrlich. nehme ich persönlich. Genau mein Humor. Dänemark-Fan fragt, ob wir die Kiezmische mit in unseren Shop aufnehmen können. Weißt du was? Wir haben ja tatsächlich schon mal überlegt, ob wir nicht als Merchandising irgendwie, weiß ich nicht, Rum oder sowas machen. Ne? Das geht dann gleich wieder los mit Altersabfrage. Ab 18. Ich war ja gut, Kiezmische ist ab 16. Das geht dann gleich wieder los, dass du beim Onlinehandel mit Spirituosen, du musst halt diese Altersabfrage da einbauen und so weiter und so fort. Da Schwierig, will ich ne? gar nicht mit anfangen mit solchen Geschichten. Aber ich weiß, dass man Kiezmische auch online bestellen kann. Wir hatten nämlich die Kiezmische auch schon mal auf unserer Amazon-Wunschliste und ja, hatten dann mal für mehrere Monate genug Vorrat. Aber mittlerweile ist sie alle, oder? Naja, was ihr so wegtrinkt, ist es ja kein Wunder, ne? Ach, die schon lange alle. Wird Zeit, dass wir die mal wieder draufsetzen. Ja, Grüße zurück von Rainer. Danke, danke. Tom Hütte fragt nach Tee. Ja, Tee sind wir schon öfter nachgefragt worden. Mit dem Kaffee ist das halt so eine tolle Fügung gewesen, dass der Hans, den wir auch persönlich kennen, für uns den Kaffee röstet. Und das macht er extrem gut, das ist extrem lecker. Wir wissen genau, wo das herkommt und haben da einen persönlichen Kontakt. Ja, haben wir großes Vertrauen. Das Gute ist, Hans hat von Anfang an gesagt, du, ob du 1 Kilo abnimmst oder eine Tonne, ich mache dir alles, was du haben willst. Wir haben mit dem keine komischen Verträge über Mindestabnahmen und Ähnliches, weil wir auch da überhaupt keine Ahnung haben, immer wie viel wir davon verkaufen. Das ist einfach total unkompliziert. Und wir müssten halt einen ähnlichen Händler für Tee finden. Ja. Und das muss sich einfach so ergeben. Da sind wir jetzt nicht irgendwie so aktiv am Suchen.
2 Euro Superchat kommen von DJ Sven und er hält uns auf dem Laufenden. Wir versuchen es zum 2. Mal. Gangway wird entfernt. Ja, ihr könnt auch langsam kommen. Die CMA CGM Sorbonne. Oh, ich muss ein Foto machen. Wo ist denn meine Kamera? Ach, da. Hat der Jogger mitgenommen, der gerade vorbeigelaufen ist? Ja, nee, danke. Bloß nicht. Endlich Montag habe ich den Stream genannt. Nacht der Giganten. Endlich Montag. Ah, jetzt sehen wir auch die Schlepper hinten. Guck mal, ist das nicht... Guck mal, das ist doch besser als jeder Tanz auf einem Rosenmontagswagen. Da gibt es doch immer diese Hüpftänzerinnen. Wie nennt man das noch? Die haben diese Hüte auf und die immer so hüpfen beim Tanzen. Ja, ich weiß. Beim Karneval. Aber mir fällt das auch Wie nicht heißen ein. die? Irgendeiner wird es schon gleich wissen. Sorry, ich komme aus Norddeutschland. Hüpftänzerin. Oh Gott, wahrscheinlich werde ich getötet für die Aussage. Verzeiht mir. Bitte verzeiht mir. Wir sagen schon mal eine Generalentschuldigung für alles, was heute passiert Mensch, ist. der Name liegt mir aber auch auf der Zunge. Mir auch. Funkenmariechen, Ja. Gardetänzer, Ja, ganz genau. genau. Ganz genau, Oh. Gardetänzer oder Tänzerin. Und das Funkenmariechen, was ich mir ehrlich gesagt ganz gerne angucke. Ich finde es schon ganz schön, wenn die tanzen. Meistens ja auch synchron. Das Also finde ich schon glaube, echt dahinter ganz cool. steckt richtig viel Arbeit. Ja, natürlich. Absolut. Struppi hier schickt 5. Waren das Schweizer Franken? Ja, waren Schweizer Ja, Franken. Schweizer Franken. Danke, danke. Apropos Schlepper. Schon lange nichts mehr von und mit Conny gehört. Struppi, stay tuned. Sag ich nur. Stay tuned. Ich bin in Kontakt mit Conny. Aber ihr wisst, wie das immer ist. Wenn ich meine Klappe aufreiße, dann fange ich immer an, Sachen zu versprechen und anzukündigen, die dann hinterher vielleicht doch nichts werden. Aber ich kann dir sagen, es ist reger Kontakt. Das André, herzlich willkommen bei Twitch, bei uns an Willkommen. Bord. Danke für deinen Sub. Ach, ich finde das ja auch immer so toll mit den Schlepperjungs. Ne? Also da könnte es meinetwegen immer irgendwie einmal die Absolut. Woche was geben. Ja. Ich gucke das auch so gerne. Bei unserem 24-Stunden-Stream war jetzt auch irgendwann wieder der mit Philipp. Ja, Ich, der liegt da auch. Musste mir das auch, ich habe mir das Ja. die ganze Zeit angeguckt. Und auch da, Schlepperkapitän, hier der André, Captain André, auch der hat mitgemacht. Hat sogar geschrieben, die haben die ganze Zeit auf der Brücke den Stream laufen lassen. Oh, wie cool. Ich glaube, Rainer im Schlepper, das wäre auch noch lustig. Guck mal, Paul schreibt, er war mit Conny in einer Klasse. Aber der Paul kommt ja... Paul, hast du ein paar Insider-Geschichten, wo ich das nächste Mal Conny vielleicht so, ja nicht ärgern, aber so irgend so einen kleinen Insider, ja? Hat er immer irgendwie komische Brote mitgehabt in der Schule? Komische Brote? Ja, oder, Was meinst du, hat er da ist drauf gehabt? Eine Banane? Ja, oder vielleicht hat er so einen Tick gehabt, dass er immer schon in der 10. Klasse mit einer Fliege rumgelaufen ist oder so. Du hast Vorstellung. Ja, aber wäre doch lustig, wenn ich so einen kleinen, so ein bisschen Insider-Wissen hätte. Was ist denn das für eine Röhre am Bug, wird da gefragt. Das ist einfach der Vormast. Der ist in der Tat aber relativ massiv, da gebe ich dir recht. Der macht schönes Licht. So warmes Nee, Licht. das finde ich nicht, ich mag das nicht. Ich mag das kühlere Licht lieber. Echt? Mir ist das zu warm, die Beleuchtung.
Chat. Damit ihr was zu tun habt und eure Meinung kundtun könnt. Welche Beleuchtung vorne auf der Back war schöner? Die etwas kühlere von der Evergreen oder die wärmere hier von der CMA CGM? Ich kenne die Antwort eh schon. Der Chat schlägt sich auf deine Seite. Guck hier, der geht schon los. Warm. Warmes Licht, warm, warm, warm. War mir so klar. Der Chat, ihr seid alles solche Verräter. Aber das ist doch auch schön. Das ist ein bisschen wie Kerzenlicht, so Kerzenschein. Das ist immer so was Gemütliches. Ein paar mögen aber auch das kühlere Licht. Ich danke euch. Ihr seid echte Ehrenleute. Der Ehrenchat. Nils, ihr schickt nochmal 2 Euro Superchat für einen eigenen Schlepper. Hast du Lotto gespielt? Natürlich, immer. Die Sorbonne muss gar nicht weiter hinten reingezogen werden. Die wird nämlich jetzt da direkt an den Liegeplatz gedrückt. Jetzt sehen wir auch alle 3 Schlepper im Einsatz. Ja, nee, Licht wird überbewertet. Aber ohne ein bisschen Licht würden wir hier echt alt aussehen. Oh, stell dir mal vor, das wäre alles dunkel. Das ist natürlich auch das Gute hier an diesem Standort. Ihr wisst das ja, wenn es teilweise sehr dunkel ist, dann säuft das Bild halt komplett ab. Auch so am Bubendei-Ufer ist es ja manchmal echt dunkel, Ja. ne? Aber hier haben wir halt immer den Vorteil, dass wir natürlich ganz viel Licht vom Terminal haben. Also hier auch der Athabasca Kai. Ja, also wenn ich hier mal rüberschwenke, das sieht schon echt toll aus. Schade, dass wir den Standort nicht das ganze Jahr nutzen können. Das ist echt so ein Winterstandort. Isali schreibt, was ein Riesenschiff. Ja, für alle, die das vielleicht noch nie gesehen haben, jetzt durch Zufall hier mal reingehüpft sind. Das ist der Hamburger Rosenmontagsumzug. 2 400 Meter Containerschiffe. Die CMA CGM Sorbonne hat eine Länge von 400 Metern, ist 62 Meter breit und kann um die 23.000 Standardcontainer transportieren. Wer nicht weiß, wie groß ein Standardcontainer ist, der ist 20 Fuß lang. Und 20 Fuß sind etwas über 6 Meter. Wenn ihr euch einfach 6 Meter merkt, dann liegt ihr damit eigentlich ganz gut. Die meisten Container, die ihr aber hier an Bord seht, sind 40 Fuß Container. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auch ein paar 20er dazwischen haben. Und die meisten Container sind in der Tat 40 Fuß lang. Und ich weiß nicht, sind hinten das? Das könnte von der Perspektive täuschen. Oder da mittendrin. Also manchmal sieht man es, wenn dann 2 Container unter einem großen stehen. Ich sehe jetzt spontan hier keinen. Wahrscheinlich habt ihr sie schon lange entdeckt. Reik fragt, ob wir nicht auf Deck 7 sind. Nein, wir sind draußen. Ja. Wir sind an der Elbchaussee heute. Also Deck 7 ist immer schön für ein toller Ort. Ist auch schön teilweise für Kreuzfahrtschiffe. Aber da kriegen wir halt nichts hier von Waltershof mit. Das ist der Nachteil an Deck 7. Und außerdem, wenn das Wetter halbwegs mitspielt,
freuen wir uns ja trotzdem draußen zu sein, weil im Hafen stehen ist doch noch mal was anderes als auf Deck 7. Genau, deswegen ist die Perspektive aber halt auch so ein bisschen von oben, weil wir oben auf der oder an der Elbchaussee stehen. Vorne am Bug habt ihr ein paar 20 Füßer entdeckt. Stimmt, da stehen zwei über dem CGM. Ihr seht ja den Schriftzug CMA CGM und über CGM, da stehen zwei 20er nebeneinander. Davon passen dann 23.000 Container ungefähr drauf. Aber wie gesagt, die meisten haben halt 40 Fuß und davon passt dann entsprechend die Hälfte drauf. Also 23.000 halbe. Gigi meint, wir brauchen Ausweichlocations. Ach, wir haben doch so viele Locations. Das ist echt so ein Vorteil. Der Hamburger Hafen bietet wirklich viele Locations. Ja, wir können uns bei uns ja auch im Prinzip auch nur vor die Tür stellen. Jetzt können wir noch Traktorspotting hier machen. Aber wir wollten ja auch mal ausprobieren, wir können bei uns auch aufs Dach. Das müssen wir mal checken. Das hat der Vermieter hatte gesagt, dass man irgendwie aufs Dach kommt, aber wie man da hochkommt, haben wir noch nicht rausgefunden. Müssen wir mal fragen. Und wir haben da ja auch noch die kleine Terrasse, das könnte man auch noch mal ausprobieren. Also da gibt es noch Möglichkeiten. Ja. Weil im Sommer willst du ja auch nicht in der Bude hocken, ne? Nein, auf keinen Fall. SGPCH sagt nochmal, oder gibt nochmal den Hinweis, neben den 20 und 40 Fuß Containern gibt es auch die mit Überlänge, das sind dann 45 Fuß Container. DJ Sven, nochmal 2 Euro Superchat, der schreibt, alle Leinen sind los, wir kommen. Sven, ganz, ganz lieben Dank für die Infos, aber du musst doch nicht immer dafür jedes Mal spenden. Ganz lieben Dank dafür, aber du musst doch nicht jedes Mal dafür einen raushauen. Aber auf jeden Fall wünschen wir dir und deiner Begleitung Eine richtig gute Reise. eine gute Reise. Ich hoffe mal, du bist in Begleitung. Oder bist du Alleinreisender? Sollen wir Schwester Hansen noch hinterher schicken? Ich glaube, dann kriegst du Ärger mit ihrem Boss. Der wird das nicht gut finden. Dann kehren Schwester Hansen an Bord geht, wenn sie hier an Bord geht, kehren die nachher wieder um. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das kannst du den Leuten echt nicht antun. Das geht nicht. Zu viel Party auf der Elbe. So, jetzt gucken wir mal. Also, das Schiff wird langsam rangedrückt. Jetzt gehe ich mal davon aus, wird auch das Bugstrahlruder mit im Einsatz sein, gerade bei dieser seitlichen Bewegung. Etwas weiter hinten ist ein Schlepper, der drückt. Hier, da seht ihr auch den Pfeil an der Bordwand. Diese Pfeile markieren die Stellen, wo die Schlepper drücken können. Dort sind die Schiffe etwas verstärkt. Gibt meistens so, ja, hier 5, 6 verschiedene Stellen. Also ihr seht, hier sind mehrere Pfeile. Vorne haben wir dann das Bugstrahlruder. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Ist da irgendwie Bewegung im Wasser? Kann aber auch sein, dass der vordere Schlepper da noch so ein bisschen zieht. Sven hat seine bessere Hälfte dabei. Ja, dann euch beiden auf jeden Fall eine gute Reise. Ich hoffe, es war
Es war nicht so schlimm, dass ihr noch mal zurück musstet und ihr hattet trotzdem einen schönen Tag an Bord. Aber stell dir mal bitte Aber ich sag vor. mal, Hamburg war natürlich geiles Wetter heute. Ne? Ja. Aber ich glaube, alle, die von Hamburg losgefahren sind, wären schon gerne irgendwo Klar. nach Rotterdam Ja. gefahren. Aber stell dir mal bitte vor, du hast das Schiff verpasst. Und stehst jetzt hier und das ist weg und auf einmal kommst du noch wieder. Ich meine, das gibt's doch auch nicht nochmal, oder? Ich weiß gar nicht, ob du dann trotzdem wieder einchecken kannst. Naja, warum denn nicht? Ich meine, wenn du das verpasst Ja. hast, was spricht dagegen? Rainer hat ja auch versprochen, dass er zum Hafengeburtstag kommt. Also Rainer wird höchstwahrscheinlich auch auf der Dachterrasse sein. Beim Gin Hotel. Ich weiß noch nicht, ob er die ganze Zeit da ist, weil er muss für den Freitag müsste er Urlaub nehmen. Da muss er erst mal gucken, ob er den bekommt, ob das passt. Ja, und die benutzen jetzt vorne das Bugstrahlruder, um das Schiff mit dem Bug an die Pier zu drücken. Und der Schlepper vorne, der ist jetzt quasi so ein bisschen zum Absichern da. Also falls sie dann doch versehentlich etwas zu viel Schub geben mit dem Bugstrahlruder, dann kann der Schlepper das Ganze wieder abbremsen. Also ihr seht, die Leine vom Schlepper, die hängt so leicht durch und der bremst dann eher ab. Also der drückt nicht, sondern der bremst hier. Cezzarelli schreibt, mein Mann baut Lego und guckt Hamburg Hafen live. Ja, das haben wir ja Samstag auch gemacht. Ne? So mehr oder weniger. Schiffe So gucken, semi. Schiffe bauen, ja. Aber ob das ein Erfolgsformat ist, Ben und Naja, ich, aber wenn ihr besseres Material habt, ist es ja vielleicht zu überlegen, ob es einfacher wird oder lustiger wird. du meinst den Duplo-Bausatz mit 12 Steinen. Wir machen erstmal weiter mit dem kleinen Fairplay-Schlepper. Oh, ich habe 2 Stück, könnt ihr jeder einbauen. Könnt ihr Wettbasteln machen. Ich habe 2 Stück davon, Können glaube wir ich. Noch. wettbauen? Ja, das wird wahrscheinlich dann der nächste Stream. Aber ich glaube, bei diesem kleinen Mini-Fährschlepper, Schlepper von Fairplay, da sind die Steine noch viel kleiner. Die könnt ihr mit euren, ich sag's jetzt nicht, Händen nicht anfassen. Ich glaube, da brauchst du so eine kleine Pinzette zu. Vielleicht solltet ihr mal den Held der Steine einladen. Der könnte euch dann mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der lacht uns aus. Haben wir irgendwas zu trinken mit? Ein Wasser oder so? Ja, oder ein Stößchen. Nee, ich glaube Alkohol. Obwohl, es ist ja Montag. Es ist Rosenmontag. Es ist Rosenmontag. Sandra schreibt, dass Peter noch eine kaputte Lego-Rakete hat. Ja, ja, soll er uns schicken. Das wäre ja echt noch mal sowas, ne? Das machen wir dann aber tatsächlich mit der Heißklebepistole. Aber ich schätze mal, die Katze hat auch ein paar Steine verschleppt. Ich meine, das war ja wie eine Trophäe. Da scheint schon ein Schlepper bei der Eva Aria Feierabend zu machen. Der kommt zurück. Oh, die Hafendern schreibt, die besten Schleppis gibt's bei Hamburg Hafen Live zum Kaffee. Kaffeeschleppi. Dankeschön. Das ist ja lieb von dir. Ja, lange kann das nicht mehr dauern, dass die Preziosa hier auftaucht. Aber die müssen, glaube ich, drehen. Ne? Die müssen ausparken, drehen. Guck mal, Gigi fragt, ob Fabian auch kommt ins Gin Hotel. Kreuzfahrt, Fabian. Dann könnten wir doch an dir mal fragen, ob er Lust Können wir hat. eigentlich mal einladen, Ja. wenn er Zeit hat.
Also ich bin ja auch noch gar nicht so wirklich dazu gekommen, so ein paar Leute zu fragen, ob die kommen. Also das ist ja auch so, die Einlaufparade geht ja nicht so ewig lange. Ja. Die wird ja so, ist ja mit circa einer Stunde angesetzt. Aber danach kann man ja trotzdem da oben bleiben. Und es Ja, ist ja eben. die ganze Zeit was los im Hafen. es ist ja Also halt ihr, echt viel Verkehr, ne? genau, also ihr werdet da nicht rausgeschmissen. Ihr könnt dann da natürlich sitzen bleiben. Und ja, halt da ein bisschen schnacken. Könnt euch betrinken, vollfressen, Schiffe gucken. Also Kein ist schlechter eigentlich- Plan, ne? Das ist eigentlich kein schlechtes Plätzchen. Wenn ihr Lust habt, geht ihr mal runter an die Waterkant. Guckt mal, was es da so an Buden gibt. Oh, Klaus fragt, ob wir die Ankerbesen schon gekauft haben. Nein, wir schaffen es einfach nicht. Ich will da unbedingt hin. Das müssen wir diese Woche unbedingt machen. Das machen wir mal morgen, wenn wir eh zum Hafen fahren. Moin, Moin. du bist Tobi. Ach, hi, Tobi. Hi. Ich muss mal kurz haben. Aida Tobi, ne? Genau, der Tobi. Ja. Gehst du Cool. morgen auf die Mar, oder? Ja. Ah, okay. Und du warst nämlich auch schon mal im Stream als... Genau, wir haben halt telefoniert und auch gerade ihm mal geschrieben. Genau, dich hatten wir dazugeschaltet. Tobi hatte das angekündigt, dass er hier ist. Ich habe ihm gesagt, wir machen keinen Stream, weil ich war nämlich bis heute Mittag so out of order. Hat Ja, cool. Ja, hat ja auch gestern lange gespielt. Gestern war echt lange, ne? Aber morgen gehst du auf die Mar, ne? Genau. Ja, sehr cool. Wann Sehr, kommt sehr ihr denn? cool. Kommt ihr heute Nacht? Ja, morgen früh kommt Morgen die. früh, ne? Ne? Ach, wie Ja. cool, ja. Sensationeller Blick hier, ne? Ja, ich habe auch gerade eben echt gebraucht, das zu suchen. Also Ach, du kommst wie doch cool. nicht aus Hamburg, ne? Nee, ich komme aus Leipzig. Ah, okay. Ja. Ich würde auch gleich wieder von Fuß irgendwo den E-Scooter mal kurz wegparken. Ja, muss mal gucken, ob man den hier irgendwo parken kann. Irgendwo da in der nächsten Seite. Ja, Ja, wollte ich wahrscheinlich da grad- hinten an der Kreuzung. Ja, Lass mich gleich wieder. Okay, bis ja, gleich. perfekt. Mensch, noch Gäste hier an Bord heute. Hätte ja auch keiner mit gerechnet. Ja, Tobi geht auf die Aida Mar und vor 2 Wochen oder so hatten wir ihn mal telefonisch im Stream dazu geschaltet. Tobi er macht Ausflüge. Wie nannte man das nochmal? So, Biker, oder? Ja, Biker. Ja, dann bekommen wir gleich noch schönen Beifang mit der Preziosa. so ein Kreuzfahrtschiff als Beifang ist ja auch nicht schlecht, ne? Mhm. Nehmen wir gerne mit. Oder waren jetzt die Containerschiffe Beifang zum Kreuzfahrtschiff? Nein, 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 nein. Containerschiffe sind immer die Hauptakteure. Zumindest wenn es nach meiner Nase geht. Gecko, ganz lieben Dank für 2 Euro Superchat. Er schreibt Rosenmontag so, wie er sein soll. Ja. Ich bin bei dir. Und Bernie hat nochmal 5 Euro geschickt und schreibt, er hat sich angemeldet zum Ach, Hafen. cool. Und hoffe, es klappt. Ja, warum soll das nicht klappen? Warum soll das nicht klappen? Also wir haben heute nochmal mit dem Gin Hotel telefoniert. Und die haben gesagt, nee, also Anmeldung, alles noch gut und so, alles im grünen Bereich. Also sind auf jeden Fall schon ordentlich Anmeldungen da. Also waren schon irgendwie über 50, waren schon angemeldet. Aber die müssen ja wissen, wie viel Platz sie da oben haben. Weil die haben eigentlich gesagt, so 80 ist kein Problem. Ja, Ich meine, das war so, dass sie gesagt haben, so 70, 80 wäre kein Thema. Oh, Gigi fragt, ob es in der Nähe vom Gin Hotel empfehlenswerte puh. Parkmöglichkeiten mit Lademöglichkeit gibt. Also gerade zum Hafengeburtstag, nee. und da ist ja Nee. eh gerade, es ist richtig Wohngebiet. Also da würde ich echt lieber ein bisschen außerhalb parken und reinfahren. Das macht viel mehr Sinn. Ja. Ja, oder ich weiß ja nicht, ob du hier irgendwo übernachten willst. Wenn du natürlich im Gin Hotel übernachten willst, die haben eine Tiefgarage. Ob die eine Ladestation haben, das weiß ich nicht. Also da ist mit Parken schwierig, ganz schwierig. Es gibt die Tiefgarage am Holzhafen.
die kostet richtig Asche. Die ist sauteuer. Das kann man mal machen, wenn man weiß, man ist nur 2 Stunden da. Aber das ist definitiv nichts für länger. Haben wir denn eigentlich schon? Also der Erhard fragt ja nochmal, an wie vielen Tagen wir, beziehungsweise, jetzt habe ich es hier wieder verloren. Oh, warte, ging gerade weiter. Ab wie viel Uhr seid ihr denn an den 3 Tagen im Gin Hotel? Wir sind nicht an den 3 Tagen im Gin Hotel, wir sind nur zur Ein- und Auslaufparade. Also am Freitag und am Sonntag da. Ich werde einen Stream machen. Und ja, die Mädels, die sind dann mit auf der Terrasse. Ja, so zur Einlauf- und Auslaufparade, genau. Und ansonsten sind wir aber nicht im Gin Hotel, weil wir natürlich noch einige andere Streams haben, teilweise von anderen Locations aus. Sondertransport hüpft rüber mit 79 Raidern. Sondertransport. Moin. Moin, mein Lieber. Willkommen Schön, hier dass im ihr hier Hafen. seid. Vielleicht gibt es noch einen schönen Kreuzfahrer. Ja, wir haben ja auch jede Menge Sondertransport. Gerade 200, 400 Meter Containerschiffe als Ersatz für einen Rosenmontagsumzug. Hier kommt der nächste Schlepper von der Ever Aria zurück. Die müssten also jetzt weitestgehend fest sein. Und jeden Moment müsste dann noch hier die MSC Preziosa kommen. Also gestern wäre ich, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, da noch einen Stream zu machen. Ich war zwar, wann war ich zu Hause? 18 Uhr oder so? Ja, so um bei. Ja, um bei 18 Uhr war ich zu Hause. Wenn dann noch jemand gesagt hätte, komm, du sollst die MSC Preziosa streamen, ich hätte gesagt, nee. Never ever. Never ever. Na, Peter schreibt, leider können sie nicht da sein. Die haben ihren Urlaub irgendwie verkehrt geplant. Ja. Du, hätten wir das mal vorher gewusst. Da ist der Tobi wieder. Hallo. Hallo. Will Tobi sonst mein Mikro eventuell gleich auch noch mal haben? Ja, gib ihm doch mal dein Willst du Mikro. das mal machen? Also ihr könnt auch ruhig das Mikro behalten. Ach so. Okay, aber Nein, mal hier 2, 3. ich muss mal kurz Hallo sagen. Nur mal kurz Hallo sagen. Wir hatten dich ja letztens schon im Stream. Hallo. Tobi, erzähl doch noch mal ganz kurz, was du machst auf AIDA. Also sicherlich haben den Stream nicht alle gesehen und nicht alle mitbekommen. Genau, also ich arbeite quasi im Ausflugsteam als Fahrradguide und wir machen halt quasi einfach die Fahrradtour mit unseren Gästen und kümmere mich halt auch so mit rum um die ganzen Ausflüge, die wir machen. Ja, und dann halt auch noch ein bisschen das, was an Bord anfällt, quasi Check-in, aushelfen und ja, einfach relativ flexibel sein. Da müssen wir jetzt mal fragen, haben wir zufällig hier jetzt im Stream einen Zuschauer, der morgen auf die AIDA Mar geht? Und dann vielleicht den Tobi begrüßt. Du gehst dann wahrscheinlich morgen früh auch direkt Ja, an na, Bord, wir müssen ne? morgen bis um 9 Uhr da sein. Ja. Genau, also auch zeitiger als unsere Beste. Ist schon irgendwas bekannt wegen der Preziosa? Die ist unterwegs. Ach Die so. kommt hier, also die sind schon los. Die müssten bald hier Weil wo ich kommen. losgefahren bin, da waren die Festmacher, glaube ich, schon da. Also so wie es aussah. Nee, also es hat eben schon ein Zuschauer an Bord geschrieben, dass sie kommt. Guck mal, Stefan schreibt auf, hat jetzt 3,5 Knoten drauf. Okay. Also das kann eigentlich nicht mehr ganz so lange dauern. Aber schon ein krasser Ausblick von hier. Das ist cool hier oben, oder? Ja. Okay, also das kenne ich gar nicht. Also ich war sonst nur unten beim Dockland und unten hier Elbstrand sowas. Aber von hier oben, Ja, das ist halt hier so geil, weil du von oben auf den Hafen gucken kannst. ja, Und für mich ist es immer sehr schön, weil ich sehr viel Licht im Hintergrund habe. ja, das stimmt. Gerade Ja. wenn du ein dunkles Containerschiff hast. Aber der Sonnenuntergang, der war ja halt auch richtig schön. Ja, den hättest du jetzt allerdings von hier nicht gesehen. Ja. Aber Wetter war Bomber heute. Ja, ich bin auch erst seit heute Abend da. Kampfroboter, 4,7 Knoten, dreht gerade in die Elbe ein. Ja, dann legen die gleich den Hebel auf den Tisch. Da müssten die eigentlich in knapp eine Viertelstunde, wenn überhaupt, vielleicht auch etwas eher, sind die hier.
Habt ihr vielleicht eine Frage an den Ausflugsguide Tobi, der auf die Aida Mar geht? Irgendetwas, was euch da mal interessiert? Vielleicht hast du ja mal eine Frage, du fährst ja auch Ich? bald. Nö. Gar nicht? Also ich muss sagen, jetzt wo ich die Kreuzfahrt gebucht habe, ich bin schon so in positiver Erwartung, so ein bisschen aufgeregt, was mich da erwartet. Ja. Aber ich bin jetzt gar nicht so, dass ich jetzt gucke, was mache ich. Ne? Ja. Also du kriegst ja jetzt auch, nachdem ich gebucht habe, du kriegst ja dann auch irgendwie im Wochenrhythmus E-Mails von AIDA. Ja, und dann hier und dies und das und jenes. Ich habe das alles gar nicht gelesen. Also ich habe schon gesehen, das ist so viel Text. Und dann dachte ich, nee, ich will einfach nur da an Bord und das alles auf mich zukommen lassen. Ja, das Wichtigste ist halt, dass du dieses Manifest ausfüllst. Genau, und das habe ich ja schon gemacht. Genau, und dass du eine Check-in-Zeit buchst. Das ist das Einzige, was ich noch nicht gebucht habe. Weil ich noch nicht weiß, was sinnvoll ist als Check-in-Zeit. Ach so, ja. Ich wollte das mit dem Fabian noch mal abstimmen. Aber die haben tatsächlich auch einen Lego-Store auf der Perla. Ach so, du meinst, Da kann man, ich kann dann auch an Bord einen Stream machen, wie ich Lego baue. kannst du. Aber ein AIDA-Modell gibt es nicht von Lego, oder? Ich glaube nicht. Also die haben eins da kann man auch selbst so im Laden so ein bisschen mit Lego rumspielen. Aber ich glaube, ein Schiff von uns, glaube ich nicht. Big Kai fragt, was ihr in eurer Freizeit auf dem Schiff macht. Ja, kommt halt drauf an. Also wenn wir halt im Hafen sind, dann können wir rausgehen. Und wenn wir halt so auf See sind, ja, dann haben wir halt, also wir haben halt ein paar Crewdecks, können halt auch hochgehen in den Sportbereich oder haben halt auch unten noch ein eigenes Crewschirm. Genau, aber kommt halt drauf an, ja, ob du im Hafen bist. Ich glaube, die meisten, wenn wir im Hafen sind, da gehen die auch einfach raus, wenn halt schönes Wetter ist. Und dann auch wahrscheinlich einfach irgendwo abhängen, ein bisschen. Ja, oder halt irgendwas anschauen, je nachdem, welcher Ort das ist. Ist noch eine Frage, wie lange ist denn dein Vertrag immer so? Also eigentlich, Durchschnitt ist bei uns so 3 bis 6 Monate. Aber bei mir sind es halt aktuell so 1 Monat, manchmal ein bisschen mehr als 1 Monat, weil ich das halt so nebenbei neben dem Studium mache. Also ich habe halt Semesterferien gerade. Ist das so eine Art Springer dann oder ist es schon so, dass du relativ fest sagen kannst, dann und dann habe ich Zeit und dann möchte ich arbeiten? Also entweder Springer oder ich schreibe halt eine Mail an Rostock, dass ich da und da Zeit habe und ja, dann klappt es halt manchmal mit dem Vertrag, was man sich wünscht und manchmal bekommt man auch einfach nur das, was übrig bleibt. Ah, okay. Ja. Hast du denn irgendwie ein favorisiertes Schiff? Also ich liebe tatsächlich die kleinen Schiffe. Die kleineren? Ja. Mar gehört zu den kleineren, oder? Genau. Nova Cosma ist jetzt nicht so meins. Prima Perla sind auch noch ganz okay, aber so die kleinen Schiffe, die sind halt ganz cool, weil du halt relativ viel Abwechslung hast. Du hast mal einen Tag mit Tendern, dann hast du mal einen Tag, wo du halt über Deck 5 rausgehst. Und ja, die kleinen Schiffe, die sind halt so ein bisschen so mehr in Richtung Kreuzfahrt. Ja. Und du läufst halt mit den kleinen Schiffen halt auch kleinere Häfen an, als jetzt immer die ganz großen. Grünmuckel fragt, ob die HMM Helsinki sichtbar ist. Ja, guck mal, wenn wir hier durchschauen, da sieht man sogar den Schriftzug. Da liegt die HMM Helsinki, auch ein 400-Meter-Schiff. Oh, Schwester Hansen hat sich verabschiedet, oder? Ja, Schwester Hansen. Schwester Hansen ist raus. Aber es ist echt ein schöner Haus. Welche denn? Wie lange vor der Ausfahrt plant Tobi Ausflüge? Oder macht er das dann an Bord? Wie lange vorher planst du Ausflüge? Macht ihr das an Bord oder machst du quasi schon Hausaufgaben, bevor du an Bord gehst? Also manchmal lesen wir halt schon die Ziele durch, die wir uns halt anfahren, aber richtig planen tun wir das halt erst, also einen Tag vorher quasi. Also wir haben halt die festen Ausflüge, die wir machen, auch die festen Fahrradtouren. Und dann bekommen wir halt abends halt so unseren Dienstplan für den nächsten Tag und dann beschäftigen wir uns dann meistens noch mit den Touren halt quasi. Also bei uns als Fahrradguides. Wir haben halt auch noch so ein bisschen so ein paar Informationen von den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Genau, und lesen die uns dann halt durch und gucken halt auch die Strecke halt durch, die wir fahren. Ja. Darf ich fragen, was du studierst? Ich studiere jetzt BWL. Ah, okay. Ja. Und ist denn für dich die Geschichte jetzt mit den Kreuzfahrern wirklich nur so ein Übergang oder ist es schon so, dass du sagst, Mensch, das ist irgendwie eine coole Branche,
vielleicht kann man da später auch mal Also in es die Richtung was machen. ist eine coole Branche, aber jetzt das komplette Leben lang wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt so die nächsten paar Jahre auf jeden Fall schon. Also solange es jetzt aktuell passt, dann ja, aber für Ewigkeiten eher nicht, sage ich jetzt mal so. Aber ja, mal gucken, was kommt. Sven schickt nochmal 2 Euro und meldet volle Fahrt voraus. Also Preziosa hat den Hebel auf den Tisch gelegt und müsste dann jeden Moment hier bei uns auftauchen. Kleines Stück haben sie ja zu fahren. Aber da war jetzt irgendwas mit der Navigation irgendwie, oder was war da? Das war halt das, was so durchs Netz gegeistert Okay, ist. ja. Also eine Information so aus erster Hand hatte ich jetzt auch nicht. Ja, Ganz genaue Details. ich habe halt heute Keine früh nur gesehen, dass sie wieder Richtung Elbe fährt. Ja, ist für die Gäste natürlich ein bisschen schade, aber Ja. es ist einfach so. Ne? Also wir hatten letztes Jahr, hatten wir ja auch, glaube ich, mit der AIDA hatten wir, glaube ich, auch 2 Reisen oder so, die früher wegen Sturm, wegen Genau, Wetter die Nova mussten war ja, die- glaube ich, ein paar Mal dran. Ich glaube, Nova Ja. war 2-mal oder sogar 3-mal, die früher zurückkam. Das ist halt auch immer das Problem wegen der Nordsee da oben. Da hast du ja auch häufiger mal richtig scheiß Wetter und Ja, Nordsee im Winter ja. darf man nicht unterschätzen. Also wer im Winter eine Kreuzfahrt auf die Nordsee bucht, der muss auch damit rechnen, dass da mal eine Welle ist. Ja, die wurde ja jetzt umgeroutet. Die soll jetzt eigentlich nach Haugesund fahren Ah, okay, das und habe ich gar macht nicht jetzt mitbekommen. Overnight in Bergen. Also die soll jetzt Haugesund, dann nach Bode fahren, diese 2 Tage in Bergen und dann fährt die gleich hoch nach Tromsø. Ah, Das ist, glaube okay. ich, ein paar Stunden länger in Tromsø als üblich. Ja. Aber freust du dich schon auf deine Kreuzfahrt? Ja, voll. Ja. Total. Also ich freue mich da total drauf. Vor allem freue ich mich natürlich auf das Ziel. Es geht ja Richtung Norwegen. Ja, Und ist ich war schon noch schön. nie in Norwegen. Und ich freue mich total so auf diese Fjorde. Ich habe da voll Bock drauf, dass das im Sommer ist. Das ist ja so um Mitsommer rum. Ja, das ist schon. Also es wird ja wahrscheinlich überhaupt nicht richtig dunkel in der Zeit. Und das ist ja, glaube ich, bei dir genau der Zeitpunkt, wo ja Mitsommer. Das war Ja, im Juni. 12.06. geht's Ja, los. genau. Midsommer ist 21. oder so. Ja, Also es ist wirklich genau der Zeitraum. Jetzt ein gutes Ein Rollo. gutes Rollo. Schlafen kann ich, wenn ich zurück bin. aber läuft heute noch irgendwas aus? Oder? Nee, also ja, vielleicht noch irgendwas Kleineres, aber Ja. die beiden großen Containerschiffe waren jetzt so hier der Hauptakt und jetzt natürlich noch die Preziosa. Weil jetzt, Exmet, danke dir, willkommen an Bord auf dem Fischmarkt. Wann kommt die AIDA mal, fragt Papa Lori. Ja, die werden morgen früh irgendwann so zwischen 5 und 6 Uhr Ja. ankommen, denke ich mal. Das ist eigentlich so die typische Zeit von AIDA. Ja, die Sorbonne ist auch schon relativ weit. Schlepper sind hinten noch dran. Der letzte Teil vom Anlegemanöver, der ist natürlich von hier beobachtet immer ein bisschen langweilig, weil wir jetzt überhaupt nicht sehen, wie die festgemacht wird. Wir sehen hier leider keine Leinen großartig. Können wir vorne am Bug gucken. Kann natürlich sein, dass da was... Ach, da sind schon Leinen fest. Da hätte ich natürlich mal drauf achten können. Das habe ich wieder verpasst. MacBiggie sagt, schade, dass wir uns nicht treffen. Fährt am 6.6. nach Norwegen mit einem anderen Schiff. Ja, aber mal gucken, vielleicht landet ja tatsächlich noch der ein oder andere Zuschauer mit auf der AIDA. Welche war das? Prima, glaube ich. Perla, oder? Perla? Perla? Keine Ahnung. Eine mit P. Am 12.6. Perla oder Prima? Eine von den beiden ist das. Da ist das ganze Schiff ausgebucht, nur was mit Zuschauer.
ich kann noch nichts sehen. MSC schleicht ja auch immer aus dem Hafen raus. AIDA ist ja immer etwas grüßfreudiger. Ich kann ja mal gucken, wo die ist. Also die ist eigentlich kurz vorm Elbtunnel. Ja, die müsste jetzt auch. Ich kann ja mal hier. Ein bisschen reinfilmen. Irgendwo da müssten wir sie gleich sehen. Der Chat weiß, mit welchem Schiff ich fahre. Die Prima ist es. Also prima. Hauptsache der Chat weiß das. Ich kann fragen, wenn irgendwas ist. Wahrscheinlich werde ich mir das nicht mal auf der Fahrt merken können, auf welchem Schiff ich bin. Kann ich nur hoffen, dass nicht Perla und Prima zur gleichen Zeit in irgendeinem Hafen sind. Kann vorkommen, aber in Norwegen wahrscheinlich eher ein bisschen unwahrscheinlich. Nein, ich freue mich schon. Also ich bin ja, muss ich ja sagen, schon etwas vorurteilbehaftet, was Kreuzfahrten angeht. Wegen Klima und sowas? Oder? Nee, also das war immer so, dass ich gesagt habe, ich brauche das nicht, weil für Ja. mich war das immer so ein schwimmendes All-Inclusive-Hotel. Und das ist, muss ich sagen, nicht so das, wo ich sage, hey, da war ich voll Bock drauf. Ich glaube, sie kommt. Ich glaube, die Preziosa kommt. Ich sehe sie. Gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich da wirklich Vorurteile habe, aber ich habe jetzt auch echt Bock, alleine aufgrund des Reiseziels, mich Ja, hoffentlich eines Besseren belehren zu lassen. Du hast ja auch den Fabian dabei. Genau. Jetzt schon richten. Ich komme da gar nicht mit dem Fokus durch. Hängt hier immer an irgendeinem Baum. Meine Damen und Herren, die MSC Preziosa. Da kommt sie. Auf dem Weg in Richtung Elbkern. Ich freue mich aber auch schon auf die kitschige Auslaufmusik. Ich mache das alles mit, das ganze Programm. Kreuzfahrt Extreme. ja, mittlerweile hat man auch so einen Ohrwurm davon, wenn Glaube ich. man es andauernd hört. Ich hatte aber auch tatsächlich mal eine Zeit damals, wo ich viel Enya gehört habe. Was? Ja, ja, als das rauskam, also als sie noch ganz neu war. Die Auslaufmusik, oder? Genau, Ja. also die eine ist ja von Enya, glaube ich, ne? Die eine Melodie. Und ich hatte mal so eine Zeit, wo ich viel Enya gehört habe. Ja, mein Schiff, die haben ja auch irgendwas bekannt, glaube ich, von Rammstein oder nee, von Unheilig, irgendwas war das ja auch. Die haben ja auch so eine Musik. Die sieht schon hier oben so klein aus. Stimmt, von hier sieht die gar nicht so riesig aus. Es geht nur um die Perspektive. Unheilig, ja. Hier, Markus schreibt es auch. Unheilig. Und Rainer sagt nochmal Enya, Orinoco Flow. Ja, ganz genau. Ich hatte mal so eine Enya-Phase. Ah, die ist hier jetzt auch schon richtig flott. Aber die ist auch leer irgendwie, also da ist ja gefühlt gar keiner drauf. Aber das ist so eine MSC-Geschichte. Ja. Da ist immer ganz wenig draußen los. AIDA ist immer Party. Ich glaube, bei anderen Reedereien ist ja, glaube ich, auch so Costa, sowas, das sind ja auch nie
viele Leute draußen beim Auslaufen. Und los geht's die zweite. Ja. Reise. DJ Sven schreibt, komisch, sich selber im Stream zu Sieht er sehen. uns jetzt hier Wo bist du eigentlich denn irgendwo? eigentlich? Hat er mal gesagt, wo er steht? Blinkt er irgendwo? Also wenn man sich selber im Stream sieht, kriegt man auch ein Problem im Raum-Zeit-Kontinuum. Ach, da blinkt irgendwas. Da blinkt was. Ich habe gerade was gesehen. Aber vom Schiff aus sind wir wahrscheinlich hier ganz, ganz schwierig zu sehen. Christian, danke dir auch nochmal für 2 € Superchat. Mittig vorm Schornstein. Ich kann natürlich noch mal versuchen, dass wir hier reinkommen, aber oh, jetzt habe ich mir natürlich hier. Da haben wir vielleicht noch mal eine Lücke. Mittig vorm Schornstein. Sven, haben wir dich da noch mal? Haben wir dich noch mal drauf? Von der Seite. Hüpf mal und tanz deinen Namen. Ne, ich glaube, er ist schon wieder drin. Auf jeden Fall eine gute Reise. Ja, und rucki zucki ist sie dann auch gleich verschwunden. Ja, das ist bei dem Standort hier oben natürlich nicht so optimal. Ne? Also ich sag mal, Warte mal, ich nehme dir mal, Sorry. neben dem Tobi mal das Mikrofon wieder weg und gib's mal Tanja. ja, ich sag, das ist hier nicht so optimal. Ne? Also weil lange hat man halt nichts von den Schiffen, aber der Ausblick ist toll. Also gibt's gar nichts. Die Schiffe, die einfach nur vorbeifahren, Ja. das ist hier relativ kurz. Aber ich glaube, da gebt ihr mir recht, was jetzt das Anlegen und das Manöver von den Containerschiffen anging von hier oben. Das ist wirklich sensationell. Ja, und damit sind wir auch schon langsam durch mit dem Programm. Haben wir noch irgendwas? Was ist denn so die Woche geplant? Eigentlich noch nichts Großartiges. Ne? Morgen mal gucken, was so. Ja, also morgen, AIDA. ja, also ich denke mal AIDA Ja. Mar werden Ja, wir schon dabei sein. Von wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, die gehen nach Steinwerder. Ja. Ja, also wo wir stehen werden, kann ich noch nicht sagen. Hast du denn die Möglichkeit beim Auslaufen ein bisschen zu gucken oder seid ihr da schon voll in Action? Also ich kenne tatsächlich meinen Dienstplan für morgen noch nicht. Ah, okay. Also kann sein, kann auch nicht sein. Also falls doch, kannst du ja mal gucken, ob Ja. du irgendwie winken kannst oder so. ja, das wäre cool. Ja. So, warte, ich drehe mal die Kamera hier um. Na. Oh. Jetzt muss ich das fiese Licht wieder anmachen. Möchtest du auch mit vor die Kamera? Ja, ne? Das ist wirklich ganz fies, das Licht. Ja. Ja, komm gerne mit drauf. Oh, die ist auch schief, die Kamera. Egal. Egal. Okay, so. Ja, ihr Lieben, das war ein Stream so ganz nach meinem Geschmack. Wirklich mit einem richtig schönen Traffic, 2 400 Meter Containerschiffe, toller Karnevalsumzug hier am Rosenmontag.
Und dann noch die MSC Preciosa hinten dran. Und ein Überraschungsgast, der Tobi, der dann morgen auf die AIDA Mar geht. Ja, vielleicht ist er ja mal euer Guide irgendwann, ne? Ja, vielleicht. wer weiß. Ne? Also dann habt ihr jetzt schon mal das Gesicht gesehen und hey, Tobi. Ja, klasse, dass du noch vorbeigekommen bist. Ja. Toll. Ja. Immer wieder gerne. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr den Kanal wieder unterstützt habt. Auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die vielleicht neu dazugekommen sind. Alle neuen Abonnenten und Follower auf Twitch. Herzlichen Dank natürlich auch an alle, die den Kanal nochmal finanziell unterstützt haben mit ganz vielen Spenden, mit den Mitgliedschaften, mit den Subs und mit den Bits. Und natürlich ein Dankeschön an meine Frau, dass sie heute mit mir hier war. Ich glaube, wenn Tanja heute nicht mitgekommen wäre, dann wäre ich zu Hause geblieben. Doch, mache ich doch gerne. Doch. Ich bin doch gerne mit Ja, draußen. nee, heute habe ich gesagt, du musst mitkommen. Oh, kannst du mitkommen? Ja, also insofern, warte mal, hier ist gerade noch was gekommen. Nicht, dass ich das wieder vergesse hier. Guck mal, der Christoph hat nochmal 200 Bits da gelassen. Dankeschön. Ja, und natürlich auch nochmal ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren, die auch wieder im Hintergrund Absolut, die haben wieder alles tätig waren. geleistet, nachdem Ja. du dich gestern schon so gefordert hast mit deinem Marathon da. Ne? Also, Ja, und wenn ihr Lust habt, hüpft ihr jetzt noch mit uns rüber zur Elbcam. Genau. In etwa einer Stunde, 1 bis 1,5 Stunden so über den Daumen. Und heute schaffe ich das auch mal wieder zu gucken. Die letzten Male haben wir es echt nicht nach Hause geschafft, wenn sie bei der Elbcam war. Und dann sind wir auch eigentlich wieder zu Hause. Denn wenn wir jetzt abgebaut haben und ja, gucken dann vielleicht selber mal bei Elbcam rein. Oder aber bei Druckverlust. Also Elbcam jetzt für Schiffe gucken und Druckverlust, da raiden wir von Twitch aus rüber. Und wenn ich zu Hause bin, dann werde ich wahrscheinlich auch noch mal bei Rainer im Chat vorbeigucken. Und dann müssen wir ihn noch ein bisschen ärgern. Ja, ne? Ja, ein bisschen bei Laune halten. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.